Ja, hallo Leute. Schön, dass ihr da seid. Hallo Buan Polat, hallo UCI SFB. Wollen wir mal heute ein bisschen spielen, ein paar Tests und hoffen, dass der Stream diesmal funktioniert und mein Internet nicht wieder versagt? Hallo VR Angel. Ja, ich habe auf jeden Fall schon in meinen Tests bemerkt, auch beim letzten Mal, dass während des Streams die Performance nicht so gut ist wie ohne Stream. Ich meine, das klingt logisch, aber das muss man wirklich beachten. Also alles, was ihr gesehen habt oder sehen werdet, ist eben, weil ich auf dem gleichen Rechner streame und spiele und so weiter noch, ne? Ich habe da leider nicht 10 Rechner, denen jeder macht eine Aufgabe. Akku, hi. Utul Valarauko. Entschuldigung. Ähm, ja, so pünktlich bin ich das von anderen Streamern nicht gewohnt. Ja, danke. Das letzte Mal waren wir auch pünktlich, nur ich wusste nicht, wenn man in OBS auf Stream drückt, dass man auch nochmal über YouTube auf Stream starten muss. Wir haben nämlich unser Bild schon gesehen und ihr wart im Chat und wir dachten, es geht los, aber jemand schrieb dann, wir haben schon 12 nach und immer noch nichts und dann habe ich es gesehen. Wie ist denn das Mikrofon der G2 hier? Ein bisschen leiser habe ich es gestellt, aber ihr habt ja in unseren beiden anderen Streams gesehen, dass es sehr gut ist, das Mikrofon, nämlich schon out of the box, also die Stock-Einstellungen sind gut, nur leider zu laut. Aber mit laut meine ich nicht, dass es überzerrt ist oder übersteuert ist. Es ist einfach nur laut gewesen und hat sich trotzdem gut angehört. Okay, Utrul und VR Angel, alle zufrieden, sehr gut. Ja, warten wir noch mal 1, 2 Minuten. Ihr könnt ja schon mal in den Chat schreiben, was ich als erstes spielen soll oder ob ihr irgendwelche Fragen habt. Ich habe ja heute um 13 Uhr gestreamt, da waren ja auch ein paar von euch bei, wie das FOV der G2 ist. Ich hatte ja schon ein Video gemacht und habe das eben schnell gemessen, am ersten Tag, wo ich es erhalten habe, weil gerade zu dieser Zeit ja diese Aufruhr entstanden ist, wie das FOV der G2 ist, ja. Und ja, dort habt ihr gesehen, es ist nicht klein für mich und grundsätzlich einfach in Ordnung. Ja, und heute habe ich dann nochmal das live gemessen, verglichen, wie ist es ohne Gesichtseinsatz, wie ist es mit dem Samsung Odyssey Plus Cover, VR-Cover. Ja, und da habt ihr festgestellt, für Leute, die ein kleines FOV in der G2 haben, das trifft nicht auf jeden und auch nicht auf mich zu, ist der Gesichtseinsatz oder beziehungsweise das Gesichtspolster der Odyssey Plus gut. Falsch. Das VR-Cover der Odyssey Plus, das ist ja nicht offiziell von Samsung. Und für alle, die aber schon ein gutes FOV haben, das können sie vergleichen, indem sie einmal das Cover abnehmen, den Gesichtseinsatz, und einmal dran machen. Wenn der Unterschied nicht zu groß ist, dann haben sie ein gutes FOV. Ja, für die ist das nichts, weil das ist ja schon gut, ganz einfach. Jo. UCI SFP, für dich ist das Mikro auch klar und deutlich. Ja, das ist doch gut. Ja, was soll ich denn mal als erstes spielen? Ich habe in die Beschreibung ein paar Spiele reingeschrieben, die beim letzten Mal übergeblieben sind, weil der Stream ja leider wegen des Internets beendet werden musste, was ich heute nicht hoffe. Deswegen habe ich auch wieder um 17 Uhr halt angefangen, weil ich kann sagen, ab 19, 20 Uhr ist der Upload weg, aber die vollen 1 Gigabit Download sind noch da. Also das ist, ja, ärgerlich. Ich habe hier übrigens, ich drehe mich ganz nach rechts und links. Ich habe hier rechts und links Fenster oder meinen Monitor offen in VR. Und so kann ich OBS sehen, so kann ich den Chat sehen, ohne dass ich irgendwie die Hände so drehen muss oder so. Also immer da. Kein Wunsch von euch? Soll ich einfach mal was starten? Dann mache ich das mal. Ich würde einfach mit Contractors mal anfangen, weil das ja auch fürs Tracking gut ist, ne? Einfach mal gucken, wie ist das Tracking?
Ja, seid ihr damit einverstanden? Medal of Honor, ja. Bohan Polat, hi. Das wollte ich kaufen und dann habe ich gesehen, das kostet 60 Euro. So teuer war noch nie ein VR-Spiel. Aber mal davon ab, ich hätte es gekauft. Ich habe aber dann gesehen, in den Bewertungen bei Steam, dass die Performance durch die hohen Systemanforderungen echt nicht gut ist. Und daher habe ich mir aufgrund des hohen Kaufpreises jetzt mich dagegen entschieden, das heute zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, UCI SFB, da hast du recht. Ich habe übrigens nochmal für alle, die vorhin beim Stream dabei waren, die Videobeschreibung ergänzt. Ich wurde nämlich von einem Nutzer, ich habe leider gerade den Namen nicht im Kopf, tut mir leid, darauf hingewiesen, dass gestern ein neues Test-HMD-Tool erschienen ist, nämlich Version 1.2 und dort misst man andere Werte, jedenfalls vertikale Werte. Ja, und die habe ich dann nochmal ergänzt. Die sind aber, ja, also die sind anders, aber untereinander gleich, ne? Ja, Utrol, das stimmt. Hat MRTV gestern gestreamt, der hat's ja geschenkt bekommen, das Spiel. Und ich sage jetzt, die 60 Euro investiere ich noch nicht, wenn das noch nicht gut läuft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, auch wenn ich es gern spielen würde. Aber 60 Euro für ein Spiel, was nicht gut läuft. Ich habe jetzt aber auch noch nicht so viel mich darüber informiert, aber die Bewertungen sagen eben größtenteils negativ. Ja. Ja, Elite Dangerous. Können wir machen. Genau, dann bewerte ich dort die Schwarzwerte, alles klar. Fangen wir damit an. Habe ich auch mittlerweile hingekriegt mit dem Account. Das war ja auch ein Mist. Fangen wir mal an. Könnte sein, dass ich jetzt immer bei jedem Spiel ein bisschen die Grafikanstellung noch verringern muss, weil ich habe die alle perfekt eingestellt. Wenn ich nicht streame, läuft alles super. Nur wenn ich dabei streame, wird die Performance wahrscheinlich schlechter sein. Deswegen muss ich da bestimmt noch was anpassen. Jo, ihr seht, dass das Spiel startet. Ich mache jetzt gleich das Vollbild an. Ihr seht das gerade im Fenstermodus, ne? Wie Angel, freue mich schon auf meine Aperigy 2, wenn sie nächste Woche ankommt. Muss leider los. Okay, tut mir leid, dass ich heute so früh dran bin wieder. Genau, wäre schön, wenn du es dir anschaust. Danke, dass du dabei bist. Danke fürs Lob. Bis dann. So. Muss man einmal den Controller nehmen. Das Spiel spielt man ja mit Controller. Als nächstes steuere dein Schiff durch eine Reihe von Kontrollpunkten. Folge der Zielkontrollleuchte und halte auf den Kurs zu. So. Da bin ich wieder. Wie ist denn der Game Sound? Ist der... Hört ihr gleich, ne? Jetzt hört man noch nicht viel. Sagt mal, ob der zu laut ist oder was. Okay. Dann nehme ich jetzt hier mal einen Controller. Beschleunige durch den ersten Kontrollpunkt, wenn du startbereit bist. Ja, also ich kann ja aber erstmal hier nochmal bremsen. Fliege durch die Mitte des ersten Kontrollpunkts. Ich habe mir gestern ein Dabei bisschen wechseln sie die Farbe, wie du mir gewöhnt angeguckt, hast. wie man das Spiel spielt. Ja. Kann man eigentlich irgendwie bremsen oder muss man immer die Schübe so entgegengesetzt machen? Wahrscheinlich, ne? Also, wie sieht das Spiel aus? Ich kann sagen, dass ich... fangen wir erstmal mit dem Wir Cockpit sollten an. wohl bald loslegen. Das Cockpit Beweg dich sieht durch den ersten
Kontrollpunkt, um echt den toll Kurs zu aus. Ich starten. kann hier diese Füße sehen, wobei dann immer dieses Fenster kommt. Dann hier die Tastatur. Ich kann alle Tasten lesen. Ich kann auch das Gelbe dort oben lesen. Aber ich mache mal eben Vollbild für euch, ne? Das war doch, glaube ich, noch das, was ich machen wollte. Grafik, Anzeige, Vollbild. Das hier ein bisschen. Ich mache immer alles ganz niedrig auf dem Desktop, weil ich das ja nicht brauche, wenn ich zocke im VR. Ob ihr das. Jo, ihr seht es jetzt im Vollbild, ne? Alles in Ordnung. Okay. So, also nochmal. Hier kann ich sehen, diese gelbe Schrift oben scharf. Von links nach rechts. Ich kann die Tasten unten sehen, ich sehe alle Regler und die sehen, dieses Schimmer sieht super aus, die Lichtreflexion. Ich kann alles, was hier aufgeht, was auch immer das ist, ich kenne mich nicht gut aus, kann ich scharf lesen, ohne dass ich meinen Kopf bewegen muss, wenn ich drauf gucke. Alles super. Ich kann die Lüftungsdüsen dort sehen, links. Ich zeige jetzt ja drauf, wahrscheinlich bringt euch das gar nichts, aber das ist so reflexartig. Dann kann ich diese Mawson Dock, was weiß ich nicht, was das ist. Kann ich lesen, Treibstoff 0,56, Massesperre, Fahrwerk, Frachtluke, alles kann ich sehen. Ja, ganz nahe Sachen sowieso, die sehen natürlich am allerbesten aus, weil das dann so echt aussieht einfach. Hat jetzt nichts mit der G2 zu tun. Und ja, einfach läuft alles gut. Passt, UCI SFB, genau. Ja, und auch hier oben den Chat kann ich super lesen. Ich sehe hier, ist das der Jupiter? Ich kenne mich im Sonnensystem nicht so gut aus. Ziel sehe ich da, ich muss jetzt da so Checkpoints fliegen. Ich hatte noch was ist noch das Tutorial? Ja, und was auch immer das da für eine Raumstation da unten ist, sieht auch gut aus. Ein bisschen Kantenflimmern. Das liegt aber nicht an der G2, sondern an dem Spiel. Und jo, alles super. Sagt mir mal, bitte, kann man das verstellen? Ich habe es nicht gefunden. Das invertierte Lenken. Also wenn ich. Warte mal, ich gebe mal Gas hier. Wenn ich hoch mache, den Stick hoch mache, dann geht das Schiff runter. Kann ich das verändern? Ich habe die Einstellung nicht gefunden. Und dann fliege ich aber einfach mal los. Ja, interessantes Spiel. Also ich habe zuerst Squadrons gespielt vor 1-2 Wochen, das erste Mal. Das hier noch nicht. Und ja, Squadrons kann man insofern vergleichen mit dem Spiel, dass es natürlich beides im Weltall ist, aber hier habe ich das Gefühl, ist alles noch ein bisschen größer und ja, natürlich dadurch auch träger, wenn wir jetzt dieses Schiff ansehen. Das ist hier kein Kampfschiff. Ja, und so ist das wirklich interessant, hier durchzulenken. Man hat auch die Größendimension richtig cool vor Augen, ja, wie das hier so, wie riesig das ist. Wenn man hier so ein HOTAS hätte, wäre natürlich auch cool, aber das lohnt sich für mich nicht. Wie ist denn der Game Sound? Jetzt muss ich, glaube ich, mal ein bisschen bremsen, wenn ich da um die Ecke will. Das Zusammenspiel von Rollen und Nicken ermöglicht effektives Manövrieren. Ja, war ich zu langsam. Aber da muss man aber Feingefühl haben. Ah! Das ist, also für alle, die das Spiel noch nicht kennen und denken, das sieht cool aus. Aber ihr seid jetzt erst in VR, habt mit VR begonnen, das ist nichts für euch. Also, auch ich. Und ich spiele jetzt seit fast einem Jahr VR. Ups, das ging nicht. Ja, doch, habe ich geschafft. Hab hier Schwierigkeiten, wenn ich mich um meine eigene Achse drehe, dann wird mir kurz schummrig. Das wird mit Sicherheit besser. Aber ich wollte nur sagen, wenn ihr gar keine VR-Beine habt, versucht nicht mit diesem Spiel zu beginnen, weil dann sagt ihr und euer Körper sagt dann, VR ist nichts für mich, das spiele ich nicht mehr, weil da geht's mir nur schlecht. Und Tempo beachten. Siehst du die blaue Markierung neben dem Schub?
Sie zeigt die ideale Drehgeschwindigkeit. Wo ist das? Ach, da. Blaue Markierung. Wo sehe ich da jetzt? Ach so, da. Ah, okay. Verstehe. Boah. Ja, die Einstellungen sind umfangreich, ne? Das ist auf jeden Fall kein Spiel für Anfänger. Einmal vom Spiel her nicht und aber auch von allem, was man hier machen kann, nehme ich an. Ja, ihr seht hier, wie abrupt hier mich mit dem Controller steuere, ne, anhand des Knüppels hier. Wenn ihr so einen Knüppel habt, haben ja vielleicht manche für Flight Sims. Ja, ist doch natürlich cool, ja. Ja, also es sieht aber einfach toll aus. Das Bild habe ich in der Quest 2 nicht durch die Kompression. Also wenn die Oculus Link noch weiter optimieren, ne, dann... Wo ist denn das nächste Ziel? Habe ich alle erreicht oder was? Wenn die Oculus Link noch weiter optimieren, ach da, dann ist das wirklich immer weiter zu empfehlen, weil die Brille dann einfach alles kann, ja. Aber im direkten Vergleich, nee. Die Performance ist auch viel schlechter bei Oculus Link, muss ich sagen. Zu verlangsamen, um Missgeschicke zu vermeiden. Ja, ich werde langsamer. Also, natives PC VR ohne Komprimieren und Dekomprimieren ist einfach am leistungsstärksten. Das ist so. Ja, die Schwarzwerte wolltet ihr doch wissen, ne? Ich bleib jetzt mal hier stehen, wenn ich es schaffe. Ja. Also, die Schwarzwerte sind gut. Die sind gut. Kann ich nicht anders sagen. Ich fühle mich hier nicht, wie als wenn hier irgendwas grau schimmert. Ich fühle mich hier... Ich bin im Weltall, habe ich wirklich das Gefühl, und es sieht alles toll aus. Die tollen Beleuchtungseffekte und trotzdem kein Grau, wenn irgendwas schwarz ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die G2 hat tolle Schwarzwerte und auch... Und das finde ich noch viel wichtiger, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich hängt das auch zusammen. Die God Rays, also das Schimmern von hellen Objekten auf den Fresnel-Linsen, ist wirklich gering. Ich nehme das überhaupt nicht wahr. Bei der Quest 2 allerdings dachte ich erst, weil dort habe ich Linseneinsätze drin, ich trage ja eine Brille, und dort dachte ich erst, kommt das daher, dass so ein hoher God Ray-Effekt, so ein Glare-Effekt da ist? Da habe ich die abgemacht und so weiter. Da sind einfach eine Menge an God Rays im Vergleich vor allem zum G2 und das ist wirklich toll, dass hier keine God Rays sind. Also ein tolles Panel. Aber jetzt gerade nicht zu sehen, aber in einem Kommentar von mir auch beantwortet und auch im ersten Livestream, wo ich die Brille ausgepackt habe, habe ich gemerkt, die Brille hat Mura. Die sollte doch eigentlich keinen Mura mehr haben gegenüber der G1. Dort habe ich nie durchgeguckt durch die G1, aber die soll ja Mura haben und dadurch sieht das Bild aus, als ob es nicht gleichmäßig beleuchtet ist. Ein bisschen dreckig, sagt man manchmal. Und das habe ich hier auch, und zwar in Form von horizontalen Linien. Das sehe ich vor allem in dem Windows Mixed Reality Portal, in dem Cliffhouse, weil dort alles sehr hell und gleichmäßige Farben sind. Und da kann ich dieses Mura-Effekt sehen. Jetzt weiß ich, wie er aussieht. Ich muss noch klären, ich auch mal auf Reddit posten, ob ich damit alleine bin, ob es vielleicht ein Defekt der Brille ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Brille keinen Mura hat. Das ist aber kein Dealbreaker, selbst wenn das normal ist. Man sieht es nicht, wirklich. Es fällt einmal auf, aber wenn man spielt, sieht man es nicht. Und hier sehe ich es jetzt auch nicht. Ja? Es ist nicht sichtbar, in keinem Spiel habe ich es gesehen, nur im Cliffhouse. Trotzdem will man natürlich wissen, was das ist, ja. So, Utrol, schau da noch, wo keine leuchtenden Kontrastflächen sind. Versuch viel vom Bild mit dunklem Weltall zu füllen, ob das schwarz zu grau wird. Okay, dann soll ich mich drehen einfach. Fliege ich jetzt mal dahin. Ja. Also wir haben natürlich die Sterne, also komplett schwarz ist es nicht. Es
ist witzig hier, dieses Gefühl der Beschleunigung. Was man alles so verzögert hier steuern muss, dass man wirklich weiß, jetzt muss ich bremsen. Ja. Also, jetzt sehe ich hier das Weltall schwarz. Die Schwarzwerte sind gut, wirklich. Ich sehe ja, das habe ich bisher ja auch bei jeder Brille gesehen, ist ganz normal. Wenn man sich darauf konzentriert, sieht man die Linsen. Ich sehe also das Schwarz um das Bild herum, weil da hören die Linsen auf und das ist quasi das Innere des Headsets. Das ist natürlich tiefschwarz, da ist kein Licht. Und also wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass das der gleiche Schwarzwert ist wie dunkel, wie komplett schwarz. Nein, nein, nein. Aber auch hier habe ich jüngst wieder die Quest 2 mir angeguckt. Die Schwarzwerte sind dort, finde ich, nicht gut. Die Schwarzwerte das Bild ist zu hell, also es ist insgesamt zu hell und dadurch sind die Schwarzwerte eben gräulich. Und da kann ich den Effekt noch viel stärker beobachten als hier. Hier sind die Schwarzwerte gut. Wir haben aber natürlich kein OLED-Panel hier. Ich muss sagen, die Quest 1 hat ja ein OLED-Panel. Das hat mir aber trotzdem, also das Schwarze war zwar gut, aber das hat mir nichts genutzt, weil der Screen-Door-Effekt durch die Pentile-Matrix des Displays einfach so hoch war, der Screen-Effekt. Das hat mir einfach insgesamt dann nicht gefallen. Ja? Da hat mir das OLED-Panel auch nichts gebracht. Also komplett spielbar, alles in Ordnung, sieht super aus, wirklich. Ja, was wollt ihr denn noch hier in dem Spiel sehen? Oder soll ich schon zum nächsten übergehen? Was ist eigentlich der Sinn des Spiels? Das habe ich noch nicht verstanden. Ist das einfach hier so ein bisschen so Missionen erfüllen, fliegt dahin? Oder kann man hier auch kämpfen, sage ich mal, also rumballern? Ich meine, ist ja ganz nett, hier einfach rumzufliegen, ne? Aber gut, wäre jetzt für mich nicht wie sagt man, würde mich jetzt nicht so an das Spiel binden, wenn ich nur hier rumfliegen kann. Obwohl es sehr gut aussieht, ne? Keine Frage. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Sonst würde ich jetzt gleich in 1-2 Minuten dann, wenn ich hier nichts mehr Spezielles mir angucken soll für euch, ins nächste Spiel wechseln. Ist wirklich interessant. Man sieht nur durch diese, ich sag jetzt mal, Schnelligkeitseffekt, diese Sterne, die so an einem vorbeifliegen. Nur so merkt man, dass man jetzt gerade so einen hohen Schub hat. Und ein bisschen, wenn man hier auf diese Kugel guckt. Aber sonst, durch das große Universum hier, in dem wir fliegen, merkt man es überhaupt nicht, dass man fliegt, ja. Also wenn man sich nicht gerade um die eigene Achse dreht, ist das noch okay für den Magen. Okay, dann würde ich jetzt zu Contractors einfach mal wechseln und dann für euch auch mal vor allem über das Tracking reden und ihr könnt euch das ja dann auch angucken, das Tracking. Jo, okay. Dann beende ich mal das Spiel. Nimm mal wieder den Fire Controller. Batteries musste ich übrigens schon einmal wechseln. Aber was ich sagen musste, oder sagen muss, was ich feststellen musste, wollte ich sagen, ist, dass ach, ein MMO ist das, cool. Das ist natürlich cool, ja. Was ich feststellen musste, ist, dass die Batterieanzeige der Controller ist sowas von ungenau. Also mit den Originalbatterien, mit den Batterien, die ich jetzt habe. Ich habe die eingesteckt, volle Batterien, neue von Varta, also nicht irgend so billige von der Kasse oder so. Steht 60%. 1,5 Volt, ganz normale Batterien, Doppel-A. Als die originalen Batterien, als die langsam leer gingen, haben sie direkt, ganz oft kam die Meldung, Batterien fast leer. Beim nächsten Spielen waren sie dann nicht mehr leer und so weiter. Also letztlich habe ich sie nur gewechselt, weil die Meldung immer kam, aber trotzdem alles funktionierte, ne?
Jetzt sehe ich hier zum Beispiel beide nur noch zur Hälfte geladen. Ich habe die vor 2 Stunden gewechselt und ja nicht gespielt seit dem Stream vorhin. Also ich habe sie vorm letzten Stream jetzt um 13 Uhr gewechselt. Jetzt steht 50%, das stimmt aber nicht. Also die halten nicht lang, das stimmt. Vor allem nicht im Vergleich zu Oculus. Aber warum die Batterieanzeige so ungenau ist? Tja, ein eingebauter Akku ist einfach besser. Ob man die dann, man kann da vielleicht nicht 50 Stunden am Stück spielen, weil man die nicht austauschen kann, aber dafür habe ich nicht diese ganzen Batterien. Und diese Nickel-Batterien sind, glaube ich, auch nicht die Lösung. Diese 1,6 Volt Nickel-Zink mit dem extra Ladegerät. Alles ärgerlich, finde ich. Sowas ist dann immer ärgerlich, nicht durchdacht. Okay. Jetzt starte ich mal über Revive. Contractors. Genau, für alles andere muss ich wahrscheinlich das Spiel kennen, UCI SFB, das stimmt. Ja, gerne. So. Hier bin ich. In Contractors. Wie seht ihr das? Also, das Spiel hat gerade irgendwie aufgehängt. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Performance liegt, weil ich da hohe Einstellungen hatte. Ich beende es nochmal. Scheint wieder was zu gehen. Ich gehe nochmal unter die Brille. Ne. Beende es einmal. Control, hab mir 1,5 Volt AA-Line Lithium-Akkus von Amazon bestellt, ja. Ja, wahrscheinlich. Wenn die funktionieren, da gehe ich von aus. Aber halt nur in sowas gut, ne? Das stimmt. So. Noch ein Versuch. Wobei, ich habe das Spiel gestern erst installiert, fällt mir ein. Ich habe das noch gar nicht gestartet. Vielleicht liegt es auch daran. Contractors. So, jetzt scheint es zu gehen. Hier, ihr seht das schon im Vollbild, ne? Das ist gut. Hallo Jacuzzi. Gut, dass du auch da bist. Schön. Jo, kann ich das jetzt hier probieren? Alles okay. Ihr hört alles. Hört ihr die Vögel hier? die Raben und mich noch gut? Dann fange ich jetzt an mit dem Tutorial. Habe ich schon gespielt, aber dennoch. Na, jetzt ist es, glaube ich, wieder abgestürzt. Ich glaube, als erstes muss ich mal in SteamVR vielleicht die Auflösung runterstellen, weil meistens bei solchen Spielen Anti-Aliasing ganz oben ist. Und mit der hohen Auflösung der G2 funktioniert das dann nicht gut. Okay, dann kann ich nämlich, wenn ich in SteamVR die Auflösung runterstelle, das einmal
abwenden und dann die Einstellung im Spiel ändern. Also noch ein Versuch. So. Dann kann ich Steam VR wieder neu starten. Ja, das ist immer ärgerlich, ne? Sowas hat man auf der Quest nicht. Natürlich aber auch solche Spiele beziehungsweise so eine Grafik nicht. Aber da muss man drüber reden, dass es nicht immer perfekt läuft auf dem PC. Das ist so. Außer bei Cyberpunk, da lief es auf dem PC besser als auf den Konsolen, vor allem PS4 und Xbox One. So, jetzt stelle ich hier die Auflösung in Steam mal auf, weiß nicht, 30% einfach. Und öffne nochmal Contractors. So, sieht natürlich. Weil so schlecht sieht das gar nicht aus, selbst mit 30% Auflösung. Ne? Das ist schon witzig. Ja. Und dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier für Grafik-Settings? Also, ihr seht mein rechtes Auge zum Zielen, genau. Ihr seht das Bild überhaupt, genau. So, hier sehen wir es nämlich. Anti-Aliasing auf Ultra. Ich stelle es mal erstmal auf Low. Blumen mag ich nicht so sehr. Resolution, Ultra. Shadow auch Ultra. Ja. Können wir erstmal so lassen. Würde ich mal sagen. Jetzt stelle ich die Auflösung wieder hoch. Auf 100%. Ja, und jetzt scheint es gut zu laufen. Also wie vermutet. Die Standardeinstellungen hat er vom PC eher eben ermittelt, aber er hat die Auflösung des Headsets nicht ermittelt und damit einfach eine zu hohe Last hier erzeugt. Dann konnte das Spiel nicht starten. Gut. Ich mache aber nochmal einmal hier Anti-Aliasing auf Medium. Oder machen wir auf High. Gucken, wie es läuft. So, machen wir mal das Tutorial. Für die, die das Spiel noch nicht kennen. Ich habe es auch noch nicht lange gespielt, aber ich finde das viel besser als Onward. Alleine wegen des kurzen Tutorials. Es hat den Charakter von CS hier. Ja. Das hat Onward, finde ich, nicht. So, jetzt muss ich die Waffe hier nehmen. So, zack. Und jetzt soll ich da drauf zielen. Das fühlt sich gut an, ja. Es ist einfach gut. Achso, erstmal B drücken. Dann neues nehmen, neues Magazin. Was sagt er? Trigger. Ne, warum greift er den jetzt nicht? Gute Frage, ja. Hab ich nicht eingestellt. Use Trigger Button. To grab a clip. Also, beim ersten Test hat das super funktioniert. Gerade irgendwas. Tutorial failed, ja, danke. Immerhin hat er das selber gemerkt.
Wo war das denn hier? Clip Interaction Grip. Ich ändere das mal auf Trigger. Vielleicht geht's so. Und nochmal. Sehen wir der Controller aus? Nö. Aber jetzt kann ich nicht mehr laufen. Das vielleicht mit dem Overlay zu tun, was ich hier auf habe? Möglicherweise. Ich das mal aus. Weil ich höre die ganze Zeit so komische Geräusche. Ja. Hatte mit dem Overlay zu tun. Laufen kann ich aber immer noch nicht. Wahrscheinlich, weil ich... Das ist jetzt ein Bug, ja. So, Granate. Das ist witzig. Und hier kann ich mit anderen reden. Okay. So, jetzt kann ich ja wieder laufen. Das war ein Bug, weil man ja normal hier gestanden hätte, aber das Tutorial ist gefailt. Also für Contractors-Entwickler bitte fixen. Jetzt kann ich nur leider den Chat gerade nicht mehr sehen. Alles gut, okay. Ja, dann spiele ich mal ein Match, ja? Dann spiele ich mal ein Match. Und zwar Singleplayer. Einfach mal Deathmatch. Oh, da werde ich direkt beschossen. Ey. So nicht. Da ist direkt der nächste. Das ist schon. Das ist mein Teammate. Von hinten schießt ihn ab. Ja. Ah. Keine Chance. Respawn. Ich ändere nochmal das auf Grip. Wo bin ich denn hier jetzt? Auf Entfernung ist schon schwierig zu treffen. Ich denke, ich treffe, aber tue ich nicht. Zack. Wo sehe ich eigentlich, wie viel Munition ich noch habe? Man wird immer... Oh, mit AWP. Mit AWP. Kann ich auch einen AWP haben? Warum spawn ich denn jetzt immer hier? Hier werde ich doch, hier verrecke ich doch immer. Da hinten der mit der AWP. Da, den hole ich mir jetzt. So. Wo campt der?
Kommt der jetzt von rechts oder was? Der ist doch da noch. Kann ich nicht sehen, der ist da nicht mehr. Ich sehe ihn nicht. So, und ja, Tracking. Wie ist das Tracking? Gut. Wow. Boah. Also ich habe Onward mit der HTC Vive Cosmos gespielt. So rum stehe ich richtig, oder? Und das ging überhaupt nicht. Konntest du machen, was du willst. Und hier ist alles in Ordnung. Wie? Wo hat der mich denn jetzt abgeknallt? Das ist noch so schwierig, finde ich. Boah, der mit seiner AWP. Muss jetzt dahin rushen. Nein. Wenn wir den nicht killen, dann brauchen wir gar nicht weiterspielen. Also mit der HTC Vive Cosmos konnte ich überhaupt nicht zählen. Nichts. Und hier ist alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was wir weiter sagen. So, können wir uns die Waffe nehmen? Ne, da liegt nichts mehr. Und das Spiel finde ich echt gut. Vor allem, dass das jetzt nativ auf der Quest 2 rausgekommen ist, finde ich top. Und auch noch ein Crossbuy, deswegen habe ich mir das auch geholt. Getestet habe ich es jetzt da aber noch nicht. Irgendeiner hat mich wieder im Visier. Okay, das sind meine Teammates. Kann ich ja nicht sprinten, achso. Linkes Stick reindrücken. Das Nachladen ist natürlich gegenüber einfach nur R drücken ein bisschen umständlich, ne? Da muss man nicht dran gewöhnen, dass man nicht direkt weiter bratzen kann. Hier, Charlie geht voll ab. Interessante Map, sehr viele Höhen und Tiefen, das ist natürlich nicht so eine klassische CS-Map. Armory. What? Boah, hat der eine Pumpe oder was? Pumpgun. Zwei gegen einen, ich glaub's nicht. Nein. Ich werf einfach mal die. Scheiße. Was passiert? Was war das überhaupt? Das ist eine Flash. Ich hab doch ein Messer, oder? Wo ist es? Ah. Meine Waffe fallen lässt. Ja, auf jeden Fall echt cool. Und man kann super scharf sehen, weit, man kann die Gegner erkennen. Wirkt alles, als würde es funktionieren. So ist es auch. Können wir direkt zum nächsten sogar schon rübergehen, ne? Und das, obwohl ich es im Oculus Store gekauft habe. Bei Revive, ohne dass ich irgendwelche Keybinds machen muss, super. Läuft besser als die nativen Spiele auf Steam. Mit der G2 sogar. Nein, also ich kann super weit gucken, alles ist scharf, ein bisschen kann flimmern. Ich habe jetzt auch Anti-Aliasing auf Mittel nur gestellt, wegen der Aufnahme. Und wirklich, man kann super zielen und man hat mit der G2 eigentlich wirklich einen taktischen Vorteil gegenüber jeder anderen VR-Brille. Weil ich kann bis da hinten zu diesem roten Gebäude, könnte ich jetzt zielen und da jemanden treffen, weil ich das alles fixe genau erkenne. Spitze. Echt top. Okay. Spiel beenden. Ja, was können wir denn noch mal spielen? Vielleicht einfach mal Beat Saber, so der Klassiker. Was sagt er? Fatal Error. Beim Beenden ist ein Fatal Error nicht so schlimm. Beat Saber. Habe ich mir auch schon eigene Songs reingemacht, die ich natürlich alle besitze und damit auch spielen darf. Und spiele ich einfach mal. Oh, hier muss ich mal kurz.
hier minimieren, genau. So. Ihr habt das nicht gesehen, ich habe ja diese Overlays hier, die sehe nur ich. Ihr seht das Bild hier, ne? Ich gehe mal einmal in die Einstellungen. Ich weiß gar nicht, was ich für Zuschauer hier eingestellt habe. Smooth Camera. Ja. Alles okay, ja. Gut. Sagt mir, ob es gut läuft. Solo. Das Lied hier. DCS habe ich leider nicht, Akku. Wenn du mir irgendeine Möglichkeit nennst, wie ich sowas ähnliches testen könnte, wäre das cool. So, alles kein Thema. Das sieht so gut aus. Also erstmal haben wir den tollen Sound hier in der G2. Und gegenüber der Quest sieht das viel besser aus. Ich hätte nie gedacht, also das heißt nie gedacht, ich kannte das von der Cosmos, das sah auch schon super aus, dass das Spiel eben jetzt so gut aussieht. Ich habe die Cosmos ja eben schon lange nicht mehr und daher habe ich jetzt lange nicht mehr so ein Schauspiel den Beat Saber gesehen. Das war aber ähnlich und vor allem mit den 90 Hertz viel besser. Ich glaube, das 90 Hertz Update für Beat Saber auf der Quest 2 ja noch gar nicht raus. Kannst du mit Link spielen, aber da sieht es auch nicht gut aus, so gut wie hier, meine ich. Ja, alles kein Thema. Tracking gut, Licht ist normal in meinem Zimmer. Hier, wo ich mein PC stehen habe, ich habe nichts verändert, weil da habe ich gar keine Lust drauf. Das muss so funktionieren, wie ich hier alles habe. Auch wenn ich es im Action extra anders gemacht habe. Aber das sollte ja nur die ersten. Sollen ja die ersten Tests sein. Wenn es da schon schlecht gewesen wäre, dann hätte ich das alles ändern müssen. Deswegen habe ich es hinterher gemacht. Also alles super. Und der Klang ist echt toll. Mittlerweile finde ich ihn auch besser als am Anfang, weil ich dachte, da ist noch mehr Bass, aber der kommt halt nicht so ganz rüber. Nicht so, als wenn man die auch auf hätte. Aber es ist trotzdem sehr viel Bass. Trotzdem. Das ist nur meine Empfindung, die ich gerade beschreibe. Wirklich toll. Und interessanterweise ist es wie bei der Quest, dass man von außen den Ton kaum hört, ja? Obwohl da so riesen Dinger hier rumschweben über meinen Ohren. Klar, es ist jetzt nicht silent, wenn man hinhört, hört man das, aber es ist jetzt nicht störend, man kann währenddessen was anderes machen. Also jemand alles im Raum nicht, ja? Ich mache ja auch. Ich spiele ganz normal immer Spiele aus der Hüfte und ihr seht, das funktioniert alles. Ich bin aber leider kein Expert Plus Spieler. Daher kann ich euch das jetzt, ich kann es ja mal demonstrieren. Soll ich mal Expert Plus machen? Gucken, wie gut ich abschneide. Ich möchte übrigens in einiger Zeit Half-Life Alyx nochmal durchspielen. Das geilste Spiel überhaupt, sage ich jetzt einfach mal. Mit der G2. Und da werde ich einfach jedes Gameplay streamen. Wenn man das kennt. Wie ein Let's Play quasi. Oh, da habe ich jetzt so schnell gedrückt. Menü. Was schreibt ihr denn? The Forest. Was ist denn The Forest? Das kenne ich gar nicht. No Man's Sky. Ja. Das ist natürlich doof, wenn ich euch sagen muss, dass ich auch das Spiel nicht habe, ja. Ich habe mir das aufgeschrieben, ihr hattet das ja beim letzten Mal auch gesagt. Und werde das noch mir besorgen vielleicht und mir angucken, was das genau ist, wie das ist. Aber jetzt aktuell habe ich es noch nicht, tut mir leid. Da ist doch ein blinder Fleck. Was meinst du denn? Wo ist ein blinder Fleck? JS. Haha, Phasmophobia. Da willst du mich ja jetzt mit kriegen, ja? Kann ich testen. Gut, dass ihr dabei seid. Ich mache jetzt hier einmal, ich versuche mal Expert Plus. Habe ich noch nie gemacht. So. Kann ich noch nicht so viel reden, weil ich mich konzentrieren muss. Bis
Jetzt läuft's ja ganz gut. Aber das ist ja immer so am Anfang eines Liedes. Jetzt wird zu schnell. Ja, wie kann man das schaffen? Verstehe ich überhaupt nicht. Ja gut, ihr habt gesehen, es liegt an mir, nicht an dem Tracking. Alles klar. Brech das Lied immer ab an der Stelle. Ist ein bisschen peinlich sonst. Okay. Ja, soll ich da mal Phasmophobia machen? Na klar. Ihr wollt mich heute hier fertig machen. Ach, Update, okay. Ein Update läuft. Also da habe ich mit Luca und seinem Bruder Silvio nicht laut geschrien in diesem Spiel. Und wir waren auch nicht sehr erfolgreich. So, Flight Simulator, ja, das wäre schön, wenn er schon da ist. Wenn der schon da wäre, meine ich. Arizona Sunshine. Kann ich machen. Lone Echo, habe ich das eigentlich? Das habe ich noch nie gespielt. Ich habe es aber, glaube ich, gekauft. Läuft. Ach, kann man denn Terence Hill? Hi, schön, dass du auch da bist. Kann man No Man's Sky? Ich habe nämlich den Game Pass denn in Steam VR dann spielen. Obwohl man das im Game Pass dann hat. Dann kann ich das runterladen. Sagt mir das mal bitte. Okay, JS, mache ich. Das Grundrauschen, das killt mich. Das ist so... das Grundrauschen ist echt der Hammer, ey. Okay. Ich gehe mal ins Training, da geht man auch in das Haus. Weil ich habe keinen Bock auf einen echten Geist jetzt. So. Ja. Schlüssel. Boah, das reicht mir schon wieder, diese Hütte. Also, das sieht echt beängstigend aus hier. Schon allein der Regen hört sich gut an. Wirklich, das Schwarz ist super, das dunkle Bild. Genau, UCI. Wenn man keine Kopfhörer auf hat, das ist ein guter Effekt. Da hast du recht. Ja, muss ich hier den... Okay. So, jetzt Achtung, jetzt kommt das Grundrauschen. Ach, ich kotze es. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Reicht euch das? Kann ich beenden? Ist natürlich als Zuschauer super, ne? Und das sieht echt aus wie eine echte Couch hier. Würde ich mich jetzt gerne hinsetzen. Aber da machen wir mal einen Livestream, wenn wir zu dritt hier Phasmophobia spielen. Aber da stellt mal den Sound leiser, weil wir werden auch schreien. Sehr unscharf im Video. Okay. Das ist ja nicht so gut. Kann ich nicht sagen, warum das so ist. Wir können ja nochmal hier rausgehen. Und hier mal in den Einstellungen gucken, was hier bei der Zuschaueransicht eingestellt ist. Okay, das ist nur Gameplay-Einstellung hier. Zurück, Grafik, Auflösung,
eigentlich hier alles richtig eingestellt. Alles in Ordnung, alles auf hoch. Tut mir leid, wenn es unscharf ist, aber wie ihr seht, ist alles richtig eingestellt. Ja. Verzeiht mir, wenn ich jetzt keine Runde Phasmophobia alleine spiele. Denn alleine finde ich das langweilig. Bild ist okay, JS, okay. Ja, Resident Evil nicht für PC VR. Ich sag Gott sei Dank. Jetzt müsste ich das nämlich jetzt spielen. Ich bin ja auch kein Horrortyp, echt nicht. Ja, sagt mal, wie ist das mit No Man's Sky? Läuft das im Game Pass oder nicht? Weil dann würde ich jetzt Arizona Sunshine einfach mal aufmachen. Das wurde sich gerade gewünscht, beziehungsweise das muss ich eben runterladen. Das hatte ich runtergeschmissen gestern, aber das sollte eigentlich schnell gehen. Äh. Steam. Wo geht die Bibliothek auf? Gar nicht. Das ist auch gut. Äh, äh, äh. Bibliothek, da. Da ist er. Und Arizona Sunshine. Wie groß ist denn das? Äh, 8, 9 Gigabyte nur. Sollte schnell gehen. Na, gerade Letter war nicht so schnell. Warten wir mal. Okay. Hi Gunnar, nein, hast du noch nicht. Schön, dass du auch da bist. Das spiele ich gleich auch. Genau, mit einer 2080 Ti JS. Paranormal Aktivität. Jetzt wollt ihr mich aber, wa? Jo. Steht ja auch in der Videobeschreibung, Asgard's Wrath. Spiele ich auf jeden Fall gleich. Auf Englisch, echt? Ist die deutsche Synchro Banane? Ich habe mich schon gefreut, dass da eine deutsche ist. Das ist ja vor einiger Zeit dazugekommen. Meistens kann man aber in den Spielen nicht die Sachen einstellen, bevor schon alles irgendwie losgeht, sondern erst nach 30 Minuten Spielen oder so kommt man ins Menü. Ja, 11 Table Tennis habe ich. Ich habe das, glaube ich, gerade nicht installiert, aber ich habe installiert Racket Fury. Das ist doch auch okay, oder? Hat ja mit dem Tracking da erstmal nichts zu tun. Oder habe ich's drauf? Ne. Dann würde ich nämlich Racket Fury einmal anmachen, während das hier lädt. Ist ja auch sofort schon fertig. Und geht ja auch schnell. Also, Revive, Racket Fury. Jetzt habe ich nämlich auch einen Cross-Buy. Das finde ich super, Cross-Buy, muss ich ehrlich sagen. Ja, Gunnar, du hast ja so lange schon auf Asgard's Wrath gewartet, ne? Scheint dein Lieblingsspiel zu sein. Ach echt, Gecko? Sehr krass. So, es ist irgendwie nichts passiert. Ich starte es nochmal. Racket Fury. Ne. Ich erinnere mich, da hatte ich aber damals schon Probleme. Dann lade ich eben schnell 11. Wenn wir den Luxus schon haben, hier eben schnell Sachen runterladen zu können, dann machen wir das doch. Da. Installieren. Okay, 500 Megabyte. Witzig, wie uns sich das manchmal unterscheidet. Oh. Arizona Sunshine ist auch schon da. Und
Dann mache ich jetzt eben 11 Table Tennis. Hoffentlich gehen die Controller, ne? Das ist nämlich ein Problem, was ich jetzt schon öfters gesehen habe. Wirklich schade. Aber ich habe auch gesehen, da kommen WMR Updates für Steam und die passen die Bindings für die Spiele selber an, damit man nicht so eine schlechte Benutzererfahrung hat. Das hätte ich nicht gedacht. Da sind jetzt schon ein paar dazugekommen, leider keine, die ich spiele. Okay, so. Ich habe das leider auch noch nicht. Ich bin eher so der Racket-Typ, weil ich das auf der Quest angefangen hatte vor vielen Monaten. Hat einfach mal hier schwierig. Aber die Controller sind da. Super. Super, super. Half-Life 1 in VR, ja. Gibt's ja so eine Möglichkeit, ne, das zu modden. Okay, Gunnar. Interessant mit dem Artikel im Spiegel. Ja, das ist nämlich super. Ich finde das super, das Tischtennis hier in VR. Ja, danke. Alles klar. Ach, das ist. Ich dachte, das wäre hier einfach rumballern ein bisschen. Ist ja mit Regeln. Also alles in Ordnung. Außer meine Skills. Aber gerade weil man ja auch. Man guckt ja runter. Da kann gar nichts mit dem Tracking schieflaufen. Das wäre jetzt. Das ist meiner Meinung nach kein Vorzeigespiel fürs Tracking, weil egal welche VR-Brille hat hier ein gutes Tracking. Und welche Tracking-Technologie das ist. Ganz ehrlich. Aber es funktioniert, wie ihr seht. Und auch schon mit G2 Support. Das finde ich ja löblich. Und dem ganzen Hype, den wir in Reddit schon seit einem halben Jahr haben, denkt ja, jeder müsste von der G2 wissen und das aktualisieren, aber ist leider nicht so, ne? Kann man auch hier einen anderen Modus machen? Ich will einfach nur freies Spiel, sozusagen. Ja, genau so meine ich das. Tja. Also wenn ihr es drauf habt, alles kein Thema mit dem Spiel. Da gibt es ja, glaube ich, auch so Halterungen für den Controller, ne, damit sich das eher wie ein Schläger anfühlt, wobei ich das schon gut finde. Ja, und natürlich auch hier die Grafik, alles in Ordnung, ne? Aber das ist kein VR-Brillen-Problem bei dem Spiel, finde ich. Besser als deine Skills, Gunnar, ja, okay. Red Dead Redemption, ja, jetzt packst du ja Spiele aus. Jetzt sagst du gleich bestimmt noch Cyberpunk. Morrowind VR. Das alte, ne? Okay, dann würde ich jetzt sagen, kurze Reihenfolge, weil ich jetzt immer noch nicht weiß, ob ich No Man's Sky im Game Pass in VR spielen kann. Arizona, dann, lieber Gunnar, Asgard's Wrath, nur für dich. Nein, hätte ich ja so oder so gemacht, alles gut. Und, was ist das für eine Glocke da gewesen? Was war das? Keine Ahnung. Genau, und Cyberpunk mit Warp X. Habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich das mal ausprobieren soll. Aber dann habe ich festgestellt, und dann hassen mich wahrscheinlich alle, die erste Stunde in Cyberpunk hat mich nicht so umgehauen. Aber ich gebe dem Spiel nochmal eine Chance. Ach, Gecko sagte, das geht, No Man's Sky. Okay. Weil der Xbox-Download ja immer langsam ist, werde ich den dann direkt mal anwerfen. Xbox. No Man's Sky, da. Installieren.
10 GB sollte ja dann gleich auch fertig sein. Gut. Dann starte ich jetzt Arizona Sunshine, mein absolutes Nicht-Lieblingsspiel, wie ihr in dem Quest-Stream gesehen habt. Aber wenn man nicht streamt, muss ich dazu noch als Ergänzung sagen, und sogar in der G2 kann man das Spiel auf höchster Einstellung spielen, in 90 FPS, ohne Motion Reprojection. Und dann macht es sogar ein bisschen Spaß, sogar mir. Also, dann ist das nicht mehr so, es ist irgendwie so drückend immer gewesen, fand ich. Ja, was heißt drückend? Drückend, einfach unwohl habe ich mich gefühlt in dem Spiel. Ich habe jetzt auch hier flüssige Laufen ausgemacht, weil irgendwie wird mir immer schlecht, obwohl ich alles spielen kann. Okay, bin ich ja gespannt, UCI. Okay, Gunnar, genau, das habe ich mir gedacht, deswegen bin ich dann gespannt. Ich gebe dem auf jeden Fall noch eine Chance. Ja, also Asgard's Wrath, der Beginn war schon mal cool in dem Wasser mit diesem Oktopus. Lone Echo. Kann ich auch starten, den Download. Wenn ihr möchtet. Ich glaube nämlich, das habe ich mir letztens im Sale gekauft. Man verliert irgendwann den Überblick. Lone Echo. Jo, habe ich. Wäre dann auch das... Also, ich habe schon installiert, alles klar. Ich kann es noch nicht starten natürlich, muss man Revive machen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir spielen jetzt kurz Arizona Sunshine, danach Asgard's Wrath, dann No Man's Sky. Ich hoffe, das funktioniert auch sofort. Und dann spielen wir Lone Echo. Die 4 Spiele erstmal, ja? So, soll ich mal hier den Horde-Modus anmachen? Single Canyon. Ich muss aber hier einmal neu zentrieren. Okay. Wobei ohne flüssig laufen ist natürlich so ein Shooter Mist, ne? Das gebe ich zu. Also es sieht gut aus. Ich kann endlich weit gucken. Wobei da war gerade einmal das Tracking weg. Habt ihr das gesehen? Hatte ich jetzt in einem anderen Spiel noch nicht. Schon wieder. Ey, geh weg. Ah. Wie geht das denn nochmal? Ja, okay, ich bin tot. Tut mir leid. Da war jetzt einmal jetzt das Tracking. Das Problem. Aber es lag auch an mir, ja. Bereit. Genau, alle durchspielen Akku. Kein Problem. Kann ich denn hier jetzt in den Einstellungen... Ich mach mal das flüssige Laufen an. Das bringt sonst nichts hier, während man zielt. Muss man ja leider wieder hier in diesen tollen Wagen. Ja, man sieht schon dem Spiel das Alter an, finde ich. So. Grafik, Schatten, Spiel. Bewegung, da war es doch. Ja, gehen, Kopf. Alles klar. Du. So. Okay, das sollte jetzt besser laufen. Kann ich beide Waffen nehmen? Kann ich mir die irgendwo hinploppen? Ah ja, alles klar. Ne? Also hier lässt mich das Tracking komplett im Stich. Mache ich denn viel anders als... Haut ab. Mache ich denn viel anders? Ach Mist. Danach. Als bei Contractor? Oder woran liegt das? Was ist das denn? Warum sterben die nicht? Okay. Scheinbar ist der Horde-Modus nicht der richtige Modus für mich.
Aber ich kann sagen, das Tracking hat mich so ein bisschen jetzt geärgert. Ich muss aber, wenn ich drüber nachdenke, auch sagen, das liegt daran. Kann ich das einmal zeigen? Wenn ich hier die Waffe nehme, ne, dann ist meine Hand hier dran. Und je nachdem, wie man hier die Hände bewegt, hat man dann das Gefühl, dass das Tracking nicht funktioniert. Weil er hier dran ist, ja. Wenn ich jetzt so mache, kann er ja die Hände nicht bewegen, er hält das ja fest. Ich glaube, das hatte auch was damit zu tun. Ich mach noch einen Versuch. Kann ich hier auch weg? Ich muss hier bleiben, in der Mitte. Auf zum nächsten Gecko, genau. Nee, das ist das Tracking. Aber in Contractors habe ich doch das gleiche gemacht. Und das Licht hat sich auch nicht verändert hier im Raum. Kann das auch... Ist das... Da, habt ihr das gesehen, wie die Waffe so gegangen ist? Da bin ich jetzt enttäuscht. Und dann sage ich jetzt mal... Stelle ich mal eine Theorie auf. Das Tracking ist auch abhängig vom Spiel. Vielleicht wie die kurze Ausfälle des Trackings im Spiel darstellen. Ob dann alles exakt so gemacht wird, wie die Brille die Controller sieht, oder ob man einfach so ein bisschen Toleranz da lässt. Da war das jetzt störend. Das ist ja schade. Ich meine, ich habe mir ja die Index-Controller geholt, aber wenn wir jetzt einfach nur die, und ich werde das Spiel nicht spielen, aber wenn man nur die G2 jetzt in diesem Spiel im Horn-Modus kurz mal und sich anguckt, merkt man da das Limit des Trackings. Bin ich jetzt überrascht. Gut, dass ihr das nochmal empfohlen habt. Konnte ich jetzt beobachten, dass es da Probleme gibt. Interessant. Ja, das ergibt Sinn, ja, wahrscheinlich, ne? Mit dem. Ja, aber JS, ist das nicht auch bei Contractors so gewesen? War man da viel niedriger? Es könnte auch an der Waffe gelegen haben, ne? Könnte sein. Das, also in einem Multiplayer-Spiel oder so, wäre ich jetzt genauso tot gewesen wie jetzt auch. Ohne dass ich schuld bin. Jetzt war ich aber vor allem schuld. Mhm. Okay. Entschuldigt, was habe ich gesagt nach Arizona? Asgard? Oder war da ein anderes davor noch? Es waren 4 Spiele. Eins haben wir jetzt. Asgard's Wrath, No Man's Sky und Lone Echo, ne? So, in der Reihenfolge. Dann spiele ich jetzt Asgard's Wrath. Gunnar, sei gespannt. No Man's Sky ist auch schon fertig, sehe ich. Gut. Das Spiel startet. Passiert aber nichts. Ich guck mal, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Gar nichts. Vielleicht müssen wir es gleich wie bei Contractors machen. Das scheint bei den Reload-Spielen so zu sein, dass ich immer die Auflösung erst verringern muss. Zumindest wenn man aufnimmt, ja. Denn so hatte ich das Problem nicht, als ich am Montag ohne Stream Asgard's Wrath gespielt habe. Und das erste Mal ausgestattet habe auf meiner anderen Handschrift. Warum ist denn? Das hört man, okay. Das ist ja komisch. Oh doch, jetzt sehe ich das auch. Am anderen Bildschirm. Wie pausiert. Ich leg mal kurz die Brille weg. Eine Sekunde.
Ja, und ich muss wieder SteamVR neu starten. Oh nein. Das war jetzt auf dem falschen Monitor dargestellt, das Spiel, warum auch immer. Okay. Also Steam-Einstellungen auf 30%. Revive. Asgard's Wrath. Jetzt sieht's gut aus. Muss ich nochmal gucken, was ihr so seht. Da kommt der Baum auf mich zu. Ja, das ist schon toll gemacht. Also ehrlich. Ne, es ist auf dem falschen Monitor. Dann muss ich das mal ändern. Was meinst du, Gunnar? Welche Info? JS, ach ja, das ist immer schwierig. Will ich gar nicht so sagen, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Aber stellt mal vor, ich habe jetzt auch auf einmal, weiß ich nicht, 50.000 Abonnenten. Und dann sehe ich das Potenzial, dass ich damit Geld verdienen könnte. Das bedeutet vielleicht sogar, das als Hauptjob machen könnte, weil das macht dir einfach Spaß. Dann sagen einem das die Leute immer nach, dass man irgendwie ja gekauft ist. Und ich finde, von allen YouTubern ist MRTV, glaube ich, der ehrlichste, beziehungsweise generell die deutsche Community, auch Voodoo. Allerdings sind die beide, ich glaube, MRTV ist sehr euphorisch immer. Ähm, damit meine ich nicht, dass das nicht stimmt, was er sagt. Verstehe mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan, ja. Er hat mich auch mit so dazu gebracht, aber so will ich das nur ein bisschen vielleicht erklären, wie du das empfinden könntest, ne? Also, aber danke für den Lob, fürs Lob, auf jeden Fall. Tasmania, hallo. Out of the Box läuft die G2 nicht so einfach. Bekomme meine Quest morgen. Okay. Ähm, hast du denn die G2 jetzt schon? Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Weil Out of the Box läuft die G2 super, finde ich. Da konntest du mal im ersten Stream sehen, hat alles super funktioniert. Ja, Gunnar, genau. Also MRTV, Vodo und alle anderen, Niki, Mo, alle super. Jeder hat da so seinen Schwerpunkt. Ihr seht mich ganz ja nicht, ich kann ja mal nicht da mal gucken, weil das Spiel muss ich ändern, deswegen mache ich aus der Kamera. Also, jeder hat so seinen Schwerpunkt. MRTV hat viel Hardware zur Verfügung, weil er eben auch gesponsert wurde durch die Patreon-Community und Kickstarter. Das ist natürlich cool, er kann viel, was das angeht, vergleichen und zeigen. Voodoo hat ebenfalls eine gute Ausstattung und die sind alle schon sehr lange dabei. Und natürlich entwickelt man irgendwann, ja, einfach so eine Art, wie man was macht. Und das ist auch gut, das ist auch richtig. Aber das heißt ja nicht, dass die jetzt gekauft sind oder so, auf gar keinen Fall. Ich glaube, den könnt ihr beiden vertrauen. Ich tue das. Man muss einfach nur immer für sich selber denken, was mir gerade erzählt wird. Das gilt jetzt nicht nur für die beiden, sondern insgesamt. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Zum Beispiel mit dem Odyssey-Cover jetzt, den Gesichtseinsatz. Er hat ja alles richtig erklärt.
Aber macht das denn für mich überhaupt Sinn? Nein, weil ich schon ein großes Sichtfeld habe, ne? Also einfach ein bisschen rational darüber nachdenken, ob das jetzt Sinn macht, dass ich das brauche als jemand, der sich für das interessiert. Ne? Und in dem Fall war es jetzt für mich persönlich nicht so, aber ich habe es jetzt für euch getestet und bin auch sehr Hardware interessiert immer. Also ich spiele zwar auch gerne, aber ich muss sagen, am meisten beschäftige ich mich mit der Hardware und dem Ganzen drumherum. Und Spielen ist dann so der Abschluss. Und dann beende ich das Spiel wieder und dann geht es zur nächsten Hardware sozusagen. Aber ja, alles in Ordnung, glaube ich. Danke fürs Lob. Schön, dass es euch gefällt. Und eine weitere Meinung ist immer besser, als nur wenige Meinungen zu haben. Ne? Also insofern hört euch alles einfach an und bildet euch dann eure Meinung. Also super, dass Voodoo, MRTV, die Community so stärken. Ähm, Würde doch gerne mal was mit denen zusammen machen, hätte ich voll Bock drauf. Vielleicht mal ein Gameplay oder so. Ähm, Wirklich schön. Finde ich richtig gut, was die machen. Und alles andere bleibt rational. Denkt darüber nach, ob ihr was wirklich braucht oder nicht. Das gilt für alle. Und dann seid ihr, glaube ich, gut unterwegs. So, jetzt stelle ich aber endlich das Spiel ein, sonst wird Gunnar traurig. Genau, Akku, das sehe ich auch so. Mein IPD ist 64, 65 so circa. So. Wie sieht's aus? Seht ihr jetzt Spiel pausiert da? Sollte gehen, ne? Genau, Gecko. Haten ist nie gut. Alle haben ihr Recht, auf YouTube zu sein. Jeder hat Zuschauer, alles ist super. Danke, UCI. Ja, ich denke einfach auch, Bildception, genau. Ich denke einfach auch, das war ja auch das erste Mal für ihn, dass er so eine Gelegenheit bekam, ne? Die Brille auf seinem Channel zu launchen. Und dann ist das schwer, alle davon überzeugen, dass man unabhängig ist. Aber ist er. Die Brille ist gut. Es gibt Schwachpunkte, aber die Brille ist gut. Nein, die Brille ist viel besser als die Quest. Und zwar in Bezug auf PC-VR. Das ist meine Meinung auch, ne? Kann jeder anders sagen, aber ich sag, die Brille ist nicht besser als die Quest. Und ich habe beide. Beide selber gekauft, selber bezahlt. Ich würde mich freuen, wenn die G2, jetzt verstehe mich nicht falsch, quasi schlechter wäre, weil dann würde ich sie zurückschicken, würde viel Geld sparen. Aber nein, die sind beide super. Nur halt für einen anderen Bereich jeweils. G2 PC VR und Quest Standalone. Oder sogar Virtual Desktop Wireless Streaming. So, jetzt steige ich aber mal ein. Jetzt steige ich mal ein. Ja, mein Fazit ist positiv, das stimmt. Danke, JS. Schön, dass ihr alle da seid. Empfehlt mich ruhig gerne weiter, wenn es euch gefällt. Ich freue mich, wenn noch mehr dazukommen. Rechten Stick drücken. Das ist wahrscheinlich wegen der Schulter nötig, dass man hier die Arme kalibriert. Wobei ich Schultern sage ich, Ellbogen. Ich mag das aber eigentlich nicht. Ich mag es, wenn die Hände da sind, weil die Ellbogen spiegeln nie die echte Position der Ellbogen dar.
Sansaru. Danke, Tasmania. Ja, Akku. Hab jetzt echt verkackt mit der Lieferung. Genau, Tasmania. Mit der Quest 2 ist kabellos. Du hast vollkommen recht, deswegen habe ich auch beide. So, und die Controller sehen zwar Oculus Touch Rift CV1 hier aus, aber sie funktionieren. Alles ist super. Und es ist einfach geil inszeniert hier, ja. Diese Musik mit den Kopfhörern hier. Das Feuer, das sieht so mega gut aus. Dass ich das Spiel vorher noch nie gespielt habe, habe ich auf der einen Seite gesagt, wie doof bin ich denn? Auf der anderen, jetzt spiele ich das erste Mal in der G2 und es ist so top. Ohne Hut? Ne, lieber nicht. Ohne Hut. Ein bisschen Hut brauchen wir. Nicht wegen der Übelkeit, sondern ich möchte das einfach sehen. Werde ich ja sehen, was das bedeutet. Du hast recht, JS. Wenn du das durchhalten kannst, machst du genau das Richtige. 3080, ja super, UCI. Da hast du dann keine Probleme mit. Luca hat ja auch eine 3080. Ist denn der Stream noch gut? Hier steht irgendwas von, die Bitrate ist zu gering. Sagt mir das doch mal bitte. Ich habe ja Probleme im Internet. Ich hoffe nicht, dass ich wieder abbrechen muss. Was muss ich machen? Halte die beiden Hände vors Gesicht? Hä? Ich jetzt nicht verstanden, okay. Alles gut, gut, Jacuzzi. Schreibt bitte direkt, wenn was nicht geht. Ich gucke immer auf den Chat. Verzeiht mir, das ist natürlich immer doof. Das schreckt doch viele ab, wenn technisch was nicht funktioniert. Das verstehe ich auch. Das ist aber nur temporär und das kann ich nicht beeinflussen, mein Internet, ne? Ich habe halt keine Standleitung hier oder so. FOV-Mod Anton Zorro. Kannst du in meinem Video von 13 Uhr heute dir angucken. Da kann ich dir das sagen. Yo, JS, super. Alex ist auch mega in der G2. Alternate. So, was sind das? Ich muss einmal das Bild nochmal neu zentrieren. Gut. Greift durch einen Stein. Ich glaube, das ist nur das Geschlecht, oder? Kalibrieren, dann lernt man dann also ein bisschen, wie das hier funktioniert. Und Gunnar, ist das dein Spiel, was ich hier spiele? Verfügbarkeit ist echt grenzwertig alles dieses Jahr. So, und meine Arme sind hier völlig falsch. Das mag ich einfach nicht. Ich weiß gar nicht, könnte man das umstellen? Bis zu dieser Taverne bin ich schon gekommen. Aber das sieht so hammer aus hier. Also, ehrlich, das Sonnensystem hier, dann dieses Goldene überall und dieser Sound. Das macht so ein Feeling hier, als ob man sich richtig, man fühlt sich wie so ein, ja, wie so ein Gott in dieser Welt hier, ne? Gleich sehen wir gleich, was ich damit meine. Vorwärts gehen. Folgt den Markierungen. Ich frage mich, warum man hier so langsam ist. Okay, Leute, super. Hier, auch das sieht super aus. Alles scharf, alles mega. Das ist natürlich das perfekte Spiel für diese Brille. Ich finde das einfach auch doof, dass Oculus das nicht so ermöglicht, sowas zu spielen, sondern nur mit Revive. Ich meine, es ist zwar einfach, aber was soll das, ey? Ihr seid doch eh nicht mehr auf PC VR unterwegs und Link kann dem nicht das Wasser reichen.
Ja, Gecko, du hast recht. Das sieht auch mega aus. Es ist einfach so, dass eigentlich es nie Sinn macht, das teuerste und beste zu holen, weil man mit der nächsten Generation, das sind ja meistens mal 2, 3 Jahre nur, wieder eine schlechte Grafikkarte in Anführungsstrichen hat. Also nein, die Grafikkarte ist ja gleich gut, aber dann gibt es wieder eine bessere. Und dann macht es mehr Sinn, sich das obere Mittelfeld zu kaufen und dafür jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eine. Aber so rational sind wir leider nicht immer, ja. Ich bin auch nicht so rational. Und jetzt habe ich eine 2080 Ti, die immer noch super ist, aber für was für einen Preis, ja? Das sieht geil aus. Dieses Feeling, die Mucke und die Sprachausgabe finde ich auch super. Irre. Es ist einfach was anderes als Alex, ja? Es ist ein komplett anderes Spiel. Beendet den Kampf! Hier, junge Göttin! Nimm mein Schwert! Ja. Genau, man vergisst, dass man eine Brille auf hat. Zerstört die Schiffe. Das ist auch klasse. Jetzt kommen gleich diese Viecher, oder? Ja! Ich hab mich jetzt erschrocken, ja. Das ist schon wahnsinnig immersiv. Unfassbar. Also ich bin immer wieder erstaunt hier, was VR für eine Immersion schafft. Ich kann aktuell kein Flat-Spiel mehr spielen. Schade, dass das noch nicht im Massenmarkt angekommen ist. Und da müssen wir Facebook aber danken, ja, was das angeht. Das ist nicht ohne ihn. Nein, Gecko, mach das nicht. Ja, hab ich nicht aufgepasst. Nicht da eigentlich, ist das Monster? Schon irre, wenn der einen so packt. Also man ist immer wieder, egal wie viel Erfahrung man hat, hin und weg. Kommen die Viecher wieder oder was? Das ist mein Schwert. Das ist schon Ende oder was? Ha! Sollte mich das beeindrucken? Ich hätte diese Bestie erschlagen. Ah, er mit spricht. einem auf dem Rücken gebundenen Arm. Hallo. Ich renne nicht vor der Gefahr davon. Die Feiglinge landen in Hell. Ich nicht. Die Kühnen haben nichts zu verlieren. Alles zu gewinnen. Nornir,
Weich zurück! Mein Schicksal liegt in meinen Händen! Ihr denkt nicht an Angst vor euch, hä? Das da! Nehmt es! Toll. Echt toll. Großartig! Kommt! Findet mich in Asgard! Ja, eine gute Performance ist wichtig für Motion, um Motion Sickness zu vermeiden, das stimmt. Aber die Motion Reprojection, die geht gut. Vor allem in Simulationsrennspielen. Stelle ich alles individuell per Game immer ein, habe ich sonst immer aus. Toll hier mit den Nordlichtern und die Bäume. Das sieht einfach klasse aus. Leute, wann kommt eure G2? Darauf habe ich gewartet, ey. 5 Monate. Yes. Was ist denn eigentlich hier hinter nix, wa? Das sieht klasse aus. Echt super hier, wie das alles aussieht. Kann ich das essen? Hallo. Haha, die reagieren ja auf mich. Das ist ja cool. Kann ich laufen? Ich möchte laufen. Ach, da steht was. Soll was öffnen. Ich hoffe, dass eure nächste Woche kommt. Wie habe ich das denn nochmal gelöst? Ich kam schon ins Menü. Irgendwas habe ich eingestellt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah ja. Doppelt auf Y drücken. So, ich würde sagen. Der erste Einer war ja super, oder Gunnar? Alles ist perfekt. Schauen wir uns hier einmal um. Schade, dass es heute nicht kam. UCI. Wie toll das hier aussieht. Die Reflexion. Die Weitsicht. Ich meine, ich kann euch ein Bild zeigen, wie ich will. Auch durch die Linse-Videos würden nicht helfen. Ich kann euch einfach nur sagen, es sieht Hammer aus. Auch wie diese Kreaturen. Das sieht so cool aus. Ich bin beschäftigt. Wow. Wahnsinn. Alles gut mit dem Tracking. Ich meine, du hast das ja gerade beim Schwertkämpfen gesehen da im Wasser, ne? Alles in Ordnung. Die sehen auch klasse aus. Ja, er ist sympathisch. Echt toll. Die Atmosphäre, die diese Musik schafft. Das Feuer, alles hier. Also das spiele ich auf jeden Fall. Das kann ich euch nur empfehlen, jetzt vom ersten Eindruck. Toll! Echt toll. Gut, jetzt muss ich einmal die Brille absetzen, um es zu beenden, weil ich ins Stream-Menü aus Versehen gegangen bin. Das scheint nicht zu gehen.
So. So, was kam jetzt? No Man's Sky und dann Lone Echo, ne? Da würde ich einmal sagen, dass ich mal eine kurze Pause mache. Ich gehe einmal auf Toilette, trinke mal was und dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, dann bin ich schon. Okay, Gecko, viel Spaß. Danke fürs Zugucken. Dann sagt mir doch mal, wie mache ich das jetzt mit No Man's Sky? Einfach SteamVR öffnen und dann starten oder was? Oder wie geht das? Ja, mache ich einfach mal. Desktop, No Man's Sky. Ah, er fragt das. Das ist natürlich gut.
Aber irgendwas stimmt nicht. Ich sehe... Ach, da ist was aufgegangen, ne? Jetzt spielen. Was denn sonst? Ja, erlauben. Aber irgendwas stimmt mit dem... Also erstmal seht ihr das in Doppelbild. Das ist natürlich doof, ne? Ja, UCI. Hast du die Original Vive oder wie? Das wäre ja ein Riesensprung. Und ich selber, bei mir ist nur die linke Linse an. Die rechte ist aus. Warum? Ich sehe noch mal im Auge. Das habe ich ja auch noch nie erlebt. Ich mache für euch gleich mal die... Also ich muss das hier nochmal beenden. Das ist ja Quatsch. Oder ist hier irgendwo Einstellung? Ich sehe nur auf einem Auge. Kann euch das ja mal zeigen. Wenn man das sieht. So, seht ihr? Von euch aus gesehen, nur links leuchtet es. Rechts ist dunkel. Ich muss das mal vor meinem Körper halten. Warum? Warum? So kann ich das nicht spielen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Bitte mal in den Chat schreiben. Was soll ich drücken? Scheinbar ist die Steuerung nicht möglich. Ich kann nichts drücken, ich soll hier irgendwas zentrieren. Tja, also... Ja, aber genau. Ich meine, das wäre jetzt kein Problem. Ich kann ja einfach... Ich kann das einfach ändern hier, indem ich das Mirroring hier anmache. Oh. So, jetzt seht ihr das ja normal. Und ihr seht jetzt auch, dass ich hier rechts und links ja diese Monitore habe. Aber ich beende jetzt das Spiel nochmal. Vielleicht muss ich das ja auch vom Desktop starten, was natürlich keinen Sinn macht, aber vielleicht ist das ja so. Ohne dass die VR an ist. Ne. Kann ich machen, was ich will. Also die Linse, die rechte ist auch nicht aus. Man sieht grau, also die ist an. Aber das Spiel hat Probleme. Tja, G2-Test No Man's Sky. Erstmal unerfolgreich. Mit Sicherheit kann man das irgendwie lösen, aber jetzt eher nicht im Livestream, tut mir leid. Und das ist letztlich die Erfahrung, die dann jeder macht, ne? Und dann ist das für ein Spiel natürlich tödlich. Das ist doof. Aber wenn ihr sagt, das Spiel ist gut, probiere ich das auch nochmal aus. Gut, dann kam Lone and Echo, richtig? Und ich das hier einmal beenden. Das Spiel. Das mache ich wieder aus.
Okay, UCI, verstehe. Das hat dann wohl mit der Xbox-Version oder so irgendwas damit zu tun dabei. Ist das ja quasi Windows Mixed Reality, ja? Kann ja vielleicht mal jemand parallel googeln oder so. Aber währenddessen probiere ich dann Lone Echo. Hatte noch jemand Wünsche? Könnt ihr mal bitte schauen, habe ich in der Videobeschreibung noch ein Spiel stehen, was ich vergessen habe zu spielen? Soll ja auch irre sein, Lone Echo. Okay, danke, Akku, fürs Suchen. Elite Warschau im Jacuzzi, ja. Das war das erste Spiel. Müsstest du eigentlich zurückspulen können oder spätestens, wenn der Stream vorbei ist. Also, es sieht ja aus hier wie in Echo VR. Ich glaube, das liegt daran, weil die Spiele aufeinander oder das mehr oder weniger das gleiche ist, ja. So, Settings, das ist immer gut, dass man hier Settings, bevor man startet, gucken kann. Jo. Lass erstmal alles so. Das ist ja beim Stream immer so eine Sache. Alles gut. Ja. Gucken wir uns erstmal das Spiel an. Es geht ja vor allem um die Kompatibilität und Grafik, ne? Hera, open a new voice log entry. Star Wars, kann ich machen. Haben wir schon zwar in dem letzten Stream gemacht, aber kann ich gerne nochmal machen. Ich würde sagen, wenn dann sonst keine Spiele mehr sind, würde ich dann jetzt das hier spielen, dann Star Wars und dann für heute Schluss machen. And making my way to my new assignment on Ceres. A bit odd, actually, saying it out loud. Wow, wo bin ich denn wieder? Ja, wie Echo VR. Kann ich hier raus? Anyway, all mining sites are running smoothly. Overnight harvest. Das sieht ja auch gut aus. A bit lower than I'd like. Oh, Es ist einfach die Weitsicht mit dieser Brille, die so fasziniert. Ich kann weit gucken und alles ist scharf. good. Hold on a tick. Top. Hera, pause recording. Acknowledged, Captain Rose. Hallo. Morning, sunshine. And how are we feeling today? I am feeling fine. Jack, are you with me? Wie, ich rede doch. Hörst du mich nicht? Let's go ahead and run Jack's calibration program. Wie, bin ich ein Roboter oder was? In you go, Ach Jack. so, ich bin ein See you Roboter. in a few. Das wusste ich nicht. Module D221, Manual Dexterity. Okay, dann mache ich gleich Steam mal auf. Central AI for the Kronos 2 Orbital Mining Facility. I will guide you through this calibration program. Das ist erst das Tutorial, First, ne? close your hand to form a fist. Now extend your index finger. Good. To proceed, use your index finger to press the hollow button in front of you. Now reach out and grab Cool, the dass sie glowing das disc that just appeared. Cool, dass sie das nicht ausgekoppelt haben, Echo VR. Und When auch you noch are ready, gratis. Das macht throw so the disc Spaß into auch. the goal in front of you. Target Ja, missed. so. Press the hollow button to recall the disc. Ist immer ein bisschen schwierig. Ja, Please alles try klar. again. Hä? Warum geht er denn in die andere Richtung? Press the hollow button to recall the disc. Wenn ich doch so mache. Please try again. Okay.
Target missed. Press the hollow button to recall Kann ich the mich hier disc. nicht bewegen? Please try again. Sag mal. Wie soll ich das auch passiert? Mann. So, hier ist mein Arm. Wenn ich das so mache, warum fliegt die denn dann nicht nach da? Okay. Vielleicht nicht so viel Target Handgelenk missed. bewegen. Press the hollow button to recall the disc. Please try again. Alles klar. Target missed. Press the hollow button to recall the disc. Ja, das ist Lone Echo übrigens. Please try again. Sag mal, das sieht ja bestimmt jetzt auch voll dämlich aus im Press the Stream. hollow button to Aber ich recall weiß the nicht, was disc. ich falsch mache. Ich meine, ich spiele doch Please auch try again. Echo VR und alles in Ordnung. Target missed. Press the hollow button to recall the disc. Please try again. Ja, Target missed. Press the hollow button to recall so the jetzt disc. aber. Das war ja jetzt. Target hit. Excellent throw. Calibration module complete. Please stand by. Module M101. Basic motor functions. Please pull the handle above you to exit the activation pod. This labor unit will guide you through the module. Now carefully follow it by pulling yourself through the environment using any solid surface. Das ist cool, ey. Please take your time Dieses and schwerelose follow the Gefühl guide. und dass man so sich so. Now carefully pull yourself forward and release to glide Oops. to the exit. Zack. Calibration module complete. Module Das ist echt cool. M205. Maneuvering thrusters. Your hands are equipped with maneuvering thrusters, allowing you to move more freely in zero gravity. Activate left thruster. Knapp daneben ist auch vorbei, aber wie? Activate right thruster. Now please exit the activation pod and use your maneuvering thrusters to reach the door ahead. Ah, ich muss sie erst anziehen. Jawohl. Thrusters can be used in short bursts or held down for continuous usage. Please press the hollow button near the door to proceed. Good. Now navigate the environment using only your maneuvering thrusters. Do not grab any surfaces during Ach this ja, test. alles klar. Reboot initiated. Reminder. Please do not touch any surfaces in the hallway. Aber warum macht er das denn nicht durchgehend wie in Echo VR? Thruster calibration at 50%. Komisch. Ach Mann. Reboot Ja, initiated. irgendwas stimmt hier gerade da nicht. Reminder. Please do not touch any surfaces in Ja, the aber hallway. letztlich, das Spiel läuft. Sieht gut aus. Ich meine, da kann man ja auch Echo VR quasi starten. Kann man sogar das Tracking noch ein bisschen sehen. Grafisch sind die ja sehr ähnlich, ne? Möchtet ihr noch was in dem Spiel, irgendwas Besonderes sehen? Soll ich noch zu einer besonderen Stelle spielen, oder was? Oder soll ich dann jetzt zum nächsten übergehen? Zu Squadrons, bevor ich dann die Bibliothek noch einmal zeige. Calibration module complete. Module C-111. Warte ich Communication. einmal auf eure Info. We will now calibrate your communication system. When someone speaks to you, a reply notification Okay. may appear above your wrist. You may then respond by holding down the dialogue button on either hand and select. Dann machen wir das. Zeige ich hier nochmal meine Bibliothek. Ein paar Spiele sind dabei. Passen nicht auf eine Seite. Ich scroll mal langsam durch.
Okay. Dann starte ich jetzt Squadrons und warte dann, was davon euch gefallen könnte. Spult kurz zurück, wenn es zu schnell war, und dann wieder auf Live drücken. Squadrons. Ja, schon wieder ein Update. Ja, Controller. Ist aber da. Echt cooles Game, so. Einfach, dass man da so durchs Weltall so richtig rasen kann und schießen kann. Das ist befriedigend quasi so da drin. Mach sofort das Vollbild an. Muss ich aber, glaube ich, das Spiel auch dann nochmal neu starten. Das ist ein bisschen schlecht gelöst. Video. Bildschirm. Ach, Vollbild ist schon an. Gut, dann müsstet ihr schon alles sehen. Ne? Ich gucke einmal. Jo, alles super. Wie ist die Immersion? Tja, ich werde jetzt nicht mehr so geflasht sein wie beim ersten Mal. Da guck mal in den Stream vom Montag 17 Uhr. Aber die Immersion ist der Hammer. Natürlich ist es top. Star Wars habe ich noch nicht geguckt seitdem. Die G2 war spannender bis jetzt. Entschuldigt. Das muss ich noch nachholen. Das ist eine große Wissenslücke in meinem Leben. Aber doch, ich bin wieder geflasht. Immer wieder. Es ist so geil. Ich kann alles scharf sehen. Und ich habe mich ja mittlerweile auch an die Clarity gewöhnt, dass es in der Mitte vor allem so 60-70% scharf sind und am äußeren Rand dann weniger. Ganz normal für VR. Und jetzt sieht es sogar dann noch besser aus. Ich gucke da hinten hin, ich kann alles sehen, alles scharf. Die sehen so gut aus. Auch das Spiel generell sieht ja auch einfach gut aus. Schade, dass Medal of Honor zwar gut aussieht, aber zu viel Performance frisst. Aber gut, das habe ich ja selber jetzt noch nicht getestet. Mache ich auf jeden Fall auch irgendwann mal einen Stream zu. Ich finde ja vor allem Kampagnenspiele cool, weniger Multiplayer. So, und jetzt bin ich hier wieder drin und es sieht so cool aus, alles schimmert hier super, als ob das echte Texturen, Oberflächen sind hier. Ich meine, ihr werdet das jetzt wahrscheinlich aussehen, jetzt mit den Grafikanstellungen, die ich hatte, ist ein bisschen hakelig hier. Aber normal läuft das alles rund und das macht so Bock, hier durchzurasen und hier drauf zu knallen und hier durch so enge Dinger zu fliegen. So, ich versuche das mal. Sonst mache ich einfach die Augen zu. Jawohl. Es ist einfach geil. Also es ist ein größerer Wow-Effekt als bei Elite Dangerous. Das ist aber ein anderes Spiel. Ich meine nur, so als Raumschiff-Spiel. Das erste, was man so spielt. Irre. Und natürlich, man kann direkt schießen. Das ist immer so ein Faktor, der natürlich Spaß macht. Ne, echt cool, wie alles aussieht. Ich kann alles lesen. Ich meine, ich würde gerne mal DCS testen. Ich hoffe dann bald dann auch Flight Sim von Microsoft. Ende des Monats. Oh, alles klar. Da bin ich irgendwo hängen geblieben. Ach, ich habe noch nie nach hinten geguckt. So sieht mein Schiff aus. Okay. Kann ich das neu starten? Ne, irgendwie nicht. Nein, wirklich super.
Jetzt ist das irgendwie hängen geblieben. Alles gut. Echt top. Ja, danke, Lucian. Klar. Schön scharf, so ist es. Ja, Gunnar, danke, dass du es sagst. Daumen hoch, kommentiert gerne und empfehle weiter, ja. Das würde mich freuen. Okay, Gunnar. Danke, ich mache jetzt gleich auch Ende und schön, dass du dabei warst. Gut, Leute. Habt ihr denn noch einen Wunsch? Soll ich denn noch was spielen? Habt ihr eine Frage? Das ist ja mein Mikro, darf ich nicht weglegen. Habt ihr eine Frage noch zu irgendwas, zu G2? Ich kann ja hier mal die Kamera drehen. Habt ihr noch irgendeine Frage? Wollt ihr irgendwas wissen? So, hallo, hallo. Jetzt hört ihr mich über mein normales Mikro. Kriege ich sie am 14.? Tja, also, so doof es klingt. Wetten würde ich nicht. Ja, verzeih mir diese unbefriedigende Antwort, aber du weißt, was ich damit meine, ne? Wetten würde ich nicht. HP jetzt echt. Ja, da kann man gar keine guten Worte für finden, ne? Die haben es einfach nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Echt schade. Ich gucke jetzt mal hier. Ob ich noch ein Spiel vergessen habe, was ich in die Beschreibung geschrieben habe. Ob ich noch ein Spiel vergessen habe, was ich in die Beschreibung geschrieben habe. Nö, da habe ich ja nur 3 reingeschrieben. Kann man auch nicht so viel von vergessen. Alles klar. Ob ich noch ein Spiel okay, ja, schade. No Man's Sky hat nicht geklappt. Nö, da habe ich ja nur 3 reingeschrieben. DCS hatte ich leider nicht und genauso wie... Alles klar. Wir können uns das ja hier mal angucken. Okay, ja, schade. No Man's Sky hat nicht geklappt. Nö, da habe ich ja nur 3 reingeschrieben. DCS hatte ich leider nicht und genauso wie... Alles klar. Wir können uns das ja hier mal angucken. Okay, ja, schade. No Man's Sky hat nicht geklappt. Nö, da habe ich ja nur 3 reingeschrieben. DCS hatte ich leider nicht und... Oh, hier ist mein Video angegangen. Tut mir leid. Wir können uns das ja mal angucken, was hier für Reviews für Medal of Honor hier geschrieben wurden. Boneworks habe ich leider auch nicht, ja. Echt? The Bestware E-Mail kam wieder? Ach ja. So, hier. Ich habe hier runtergescrollt und sagte, was? 60 Euro? Also wenn die mit VR-Spielen jetzt in den normalen PC-Flatpreis wollen, da müssen die aber sowas von abliefern. Da können die hier nicht ein ruckliges Spiel oder so. Nicht mal Half-Life hat so viel gekostet. Wingman VR. Hab ich das oder wie? Glaub nicht, oder? Manchmal weiß ich gar nicht, was ich für Spiele habe. Nee, tut mir leid. Ja, so, Reviews, größtenteils negativ. This game is going to seriously make its core demographic really mad. Aiming is missed. Full smooth locomotion geht wohl nicht. Charakterausdrücke im Gesicht sind wohl nicht so schön. Ich meine, das bewertet man ja alles auch für, was man für 60 Euro kriegt und was andere Spiele für weniger geliefert haben, ne?
JS. Gibt es eine Situation, in der du die Quest 2 am PC der G2 vorziehen würdest? Ja, gibt es. Aber ausschließlich Virtual Desktop. Aber das, glaube ich, meinst du auch. Die Quest 2 mit Kabel ist auf gar keinen Fall der G2 mit Kabel vorzuziehen. Da gibt es nicht einen Vorteil, den man dadurch hat. Man hat eine schlechtere Leistung, man hat ein schlechteres Bild, man hat je nach Strap einen schlechteren Komfort. Also da gibt es nichts, was das am PC gut macht. Aber Virtual Desktop ist einfach so gut für das, was es also ich kann über Wireless VR in so einer guten Qualität spielen, das kommt nicht an die G2 ran. Das merke ich aber auch jetzt erst, nachdem ich die G2 eben habe. Vorher war ich total zufrieden. Jetzt habe ich die G2 und jetzt spiele ich Virtual Desktop und denke, Aber dennoch, das gewöhnt man sich ja schnell wieder dran. Wenn ich jetzt Spiele wie Tower Tag spiele, da schmeiße ich mich auf den Boden, muss mich hinter dem Turm verstecken, muss mich hinter diesen Wänden verstecken, die um den Turm herum sind. Das mache ich nicht mit der G2. Da gehe ich in den größten Raum des Hauses. Da gehe ich, ja, wie soll ich sagen? Dann will ich kein Kabel, da will ich einfach spielen. Ne? Aber das war's auch schon. Ich wüsste jetzt kein anderes Spiel, also auch nicht Contractors oder so, weil da muss man ja sich nur ducken höchstens, sonst nichts, ne? Wo ich die Quest 2 dann benutzen würde. Und deswegen denke ich halt drüber nach, soll ich sie behalten? Was ist Virtual Desktop? Virtual Desktop ist ein Programm, das kann man im Store kaufen auf der Quest 2. Das kostet 20 Euro. Und dann muss man da noch was sideloaden über SideQuest. Und dann kann man den kompletten Rechner inklusive der VR-Spiele übers WLAN auf die Brille streamen. Kabellos. So, da guck mal bitte auf dem Kanal hier, da habe ich ein Video zu gemacht, wie unterschiedliche Router abschneiden, weil du brauchst ein sehr gutes 5 GHz WLAN, bevorzugt Wi-Fi 6, also der 802.11ax Standard, um es technisch auszudrücken. AC geht aber genauso, also Wi-Fi 5. Und das ist das, was die meisten noch haben. Also ich würde mal so sagen, wenn du einen Router von einem Provider hast, die keine Fritzbox ist, dann kannst du es mal ausprobieren. Möglicherweise geht es nicht gut, aber so ein anderer Router wird sich dafür lohnen, wenn du bei der Quest bleiben möchtest. Also ja, dann kannst du alle Spiele drahtlos spielen. So habe ich auch du kannst auch mal gucken, der Arizona Sunshine Stream mit Luca, den wir aufgenommen haben. Da stehe ich im Wohnzimmer, hab nur die Brille auf und sonst nichts um mich herum. Kein Kabel, also außer die Powerbank. Habe ich nichts an dem Headset angeschlossen. Ich streame, ich spiele Multiplayer, komplett drahtlos mit der Quest. Und das ist schon beeindruckend. Also wirklich. Ja, aber nicht im Kabel, nein. Nein. 0% würde ich die Quest mit Kabel benutzen. Gibt's 0 Vorteile, nur Nachteile. Das hört sich jetzt so schlecht an, aber ist nun mal so. Die Quest hat jetzt für mich nur noch den Virtual Desktop Grund quasi zu existieren hier und ja, Standalone weiß ich nicht. Sieht halt alles schlechter aus und die meisten Spiele habe ich mit Cross-Buy gekauft, das heißt, ich habe die Spiele auch auf dem Rechner, dann würde ich jetzt eher die G2 nehmen, ne? Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich die behalte. Ist echt Mist. Okay, Leute. Ja, Lost in VR. Schön, dass du auch da bist. Klar, das stimmt natürlich, wenn es Quest 2 Exclusives gibt. So. Aber, tja. Ich meine, ist nicht dieses Star Wars Edge of the Tail oder so ähnlich heißt das? Ist das nicht sogar exclusive? Nein, die ganze Zeit nur mit dem Original. Wenn du mein Video von heute Mittags dir anguckst,
heute Mittag die anguckst, bin schon ein bisschen kaputt. Dann siehst du, dass ich das bevorzuge, weil es für mich mehr oder weniger das gleiche FOV bringt wie das Samsung Odyssey Plus Cover hier. Und viel bequemer ist auch. Aber für Leute, die ein kleines IPD haben, die können das ausprobieren. Für die, die ein IPD wie ich gemessen haben, also wie gesagt, schaut mal in das Video rein, die brauchen sich das nicht kaufen, auf keinen Fall. Ja, ein 3D-Print wäre spannend. Da gibt's ja auch schon auf Reddit einige Vorlagen auf Thingiverse. Und würde ich sogar auch mal gern ausprobieren. Weil ich zeige euch das mal. Ich habe hier nämlich, ich würde mir nämlich wünschen, dass hier der Winkel anders wäre, des Facepads. Wobei mittlerweile geht's. Das sieht immer lustig aus, wa? Mittlerweile geht's. Es war, aber am Anfang hat mich das echt hier auf die Schläfen gedrückt. Also, nein, grundsätzlich bin ich zufrieden. Alles ist gut. Und es hat auch den Charme eines originalen Straps. Es ist halt nicht so eine Bastellösung. Wie das halt manchmal so aussieht, ne? Ja. Ja, ich spiele hier übrigens, ich habe keinen Greenscreen hier. Ich habe hier dieses Nvidia Broadcast und das ist, klar, flimmert das an den Rändern, aber dafür, dass man das einfach so verwenden kann, ist das schon top, wa? Kann ich nicht anders sagen. Genau, AP soll erstmal Brillen beliefern. Ja, die haben was geplant, UCI, da hast du recht. Aber die planen auch, jede Woche neu zu liefern und tun's nicht. Also ich vertraue HP überhaupt nicht mehr. Bin froh, dass jetzt da ist, aber ich mir nochmal diesen Mist antue, da kaufe ich mir die lieber, wenn die dann da ist und wenn die so toll sein soll. Nee, nee. Ja, mein FOV ist echt top. Ne, da habe ich irgendwie Glück. Ja, Lost in VR mit dem Lone Echo 2, da hast du recht. So wie andere Spiele wurden ja viel gedowngradet für die Quest. Ich meine, die Quest 2 ist zwar besser, aber da gebe ich dir recht. Ich hoffe auch, dass das auf PC VR bleibt. Februar, meinst du jetzt mit einem Face Gasket oder dass die Brillen alle geliefert sind? Haben sie ja dann nur 4 Monate gebraucht, ja. Mit Verspätung. Okay. Ach, die Brille, ja. Das ist ja. Ich meine, es klingt realistisch, aber Februar, was ist das denn, ne? Akku, gibt es unabhängige Tracking-Systeme wie das Lighthouse von Valve, was man so kaufen kann mit gutem Tracking? Meinst du, du meinst jetzt Outside-In-Tracking-Systeme, ob es noch Alternativen gibt? Ja, gibt es, aber nichts, was im Consumer-Bereich, was wir kaufen könnten, für unsere Brillen funktioniert. Also Steam, beziehungsweise Valve hat mit dem Lighthouse Steam VR-Tracking so das Beste für uns rausgebracht. Und ja auch wirklich dank dieses auf GitHub veröffentlichten Space Calibrators, ja toll, dass man das dann nutzen kann. Also ich werde die Brille hauptsächlich mit den Index-Controllern nutzen, weil die Controller selbst nochmal eine Stufe oben sind. Weniger jetzt wegen des Trackings. Aber das ist natürlich trotzdem auch gut. So, David noch, hallo. Jetzt hast du die G2 genug getestet. Wenn du die nicht hättest, würdest du die nach dem Test jetzt nochmal kaufen? Ist die G2 die Kohle wert? Ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich euch folgendermaßen beantworten. Ich habe jetzt für die G2 534 € bezahlt.
Also 584 Vorbestellerpreis, minus 50 Euro Cashback. Habe ich schon beantragt, aber noch nicht erhalten. Für den Preis ist natürlich die Brille super. Also um die 500 Euro, top. Für 700 Euro reden wir natürlich wieder über andere Dinge. Ich sehe keinen Nachteil an dieser Brille. Vor allem nicht, wenn man es mit Lighthouse kombiniert, aber dann reden wir auch nicht mehr von 700 Euro. Aber wenn wir für 350 Euro eine Quest kaufen können, und ich meine will gar nicht jetzt darüber reden, dass wir mit unseren Daten bezahlen, das ist so, aber das interessiert die wenigsten leider. Die Leute sehen das, 350 Euro geil, und haben eine mindestens genauso gute Erfahrung, einfach weil alles super funktioniert und sie können die kaufen, auch gut, jetzt gerade in Deutschland nicht, aber Amazon Frankreich ist ja ganz leicht zu kaufen, ist ja nichts Schwieriges. Ja, und können es dann benutzen und haben dann auch noch den Faktor, dass man die Brille alleine benutzen kann und Wireless VR, also man kann so viel damit machen. Und die G2 kann halt eine Sache. Und die kann sie am besten, diese Sache. Das ist halt eben das. Ob ich sie jetzt kaufen würde? Ja, wahrscheinlich schon. Dazu bin ich zu sehr Nerd für diese ganzen Sachen. Ich würde sie kaufen auch für 700 Euro. Aber aufgrund dieser ganzen Probleme mit der Lieferung und so, bin ich schon froh, dass ich nicht 700 Euro bezahlen musste. Viele von euch haben das mit Sicherheit leider machen müssen. Und da ist das echt nicht fair. Also ich hoffe, ihr kriegt euer Cashback auf 650 Euro dann, um auf 650 Euro zu kommen. Mein Discord-Channel. Tja, soll ich das mal machen? Gute Idee, da kann ich euch dann auch mal fragen. Ich schreibe mir das mal auf. Da kann ich euch dann auch mal fragen, was ihr so sehen wollt, ne? Weil ich kann leider unter 1000 Abonnenten kann ich nicht so Community-Beiträge machen. Total doof. Utrol, kannst du ein Spiel empfehlen, das mit der G2 mit einer 1080 flüssig laufen sollte, bis ich irgendwann mal einen 3080 ergattert habe? Half-Life Alyx. Aber ich mache da auch noch mal ein Video zu. Ich weiß noch nicht wann. Ich mach da mal. Wir gehen mal da zusammen drauf. Ich zeige euch mal was. So, Microsoft. Ist das hier? Nein. BMR Reprojection. Hier seht ihr das. Machen wir den Chat nach rechts wieder. Also, das ist ein offizielles Microsoft-Dokument. Hier sehen wir, dass man bisschen runterscrollen. Hier ist das CMVR-Menü und wenn wir den Windows Mixed Reality Treiber installiert haben, haben wir hier unten so ein Windows Mixed Reality Symbol. Wenn man da drauf geht, kann man, jetzt müssen wir kurz warten, bis das GIF wieder neu anfängt. Und klickt da drauf, dann auf Graphics. Und dann kann man hier die Motion Reprojection anmachen und auch pro App. Das heißt, in jedem Spiel, was du spielst, kannst du, wenn du mindestens 45 FPS erreichst in dem Spiel, und das wirst du in den meisten Spielen erreichen. Also ich kann in jedem Spiel mit der 2080 Ti mindestens 45 FPS erreichen, gar kein Problem. So, wenn wir jetzt von der 1080 sprechen, das stellst du einfach ein bisschen die Grafik runter, aber nicht auf Low, sodass du über 45 FPS kommst. Also sollte es ein bisschen drüber sein, und dann kannst du die Motion Reprojection einschalten und dann ist das Bild so flüssig wie 90 Hertz. Und alles ist super. Natürlich gibt es aber auch einen Nachteil. Das ist die Zwischenbildberechnung. Es wird nur jedes zweite Bild berechnet. Deswegen statt 90 FPS 45 FPS. Und in Spielen wie Dirt Rally, Project Cars und so weiter, ACC, Assetto Corsa, kann ich keinen Soap-Opera-Effekt erkennen. Was ist der Soap-Opera-Effekt? Weil ja die Grafikkarte nicht weiß, welches Bild er zwischen zwei Bilder packen soll, was er nicht berechnet,
muss er das ja, ich sag mal, vermuten. Und wenn du dich aber stark bewegst oder so, dann kommen manchmal so Schlieren auf dem Bildschirm. Das ist bei den Fernsehern vor einigen Jahren, die immer mit 1000 Hertz ausgeliefert wurden. Das ist einfach nur eine Technologie, dass das Bild erstmal flüssiger aussieht. Du hast aber zwischendurch Grafikfehler, nenne ich es jetzt einfach mal. Und diese Grafikfehler, die sind in Star Wars Squadron zum Beispiel sehr stark. Da habe ich nämlich so ein Visier, oder wie nennt man das, so ein Fadenkreuz. Und wenn ich mit dem Schiff fliege, dann kommen da immer so Artefakte darum herum. Das stört, wenn man sich darauf konzentriert. Wenn man aber dafür überhaupt das Spiel spielen kann, ist das super. Und in Dirt Rally und die anderen Spiele, die ich gerade aufgezählt habe, die ich bisher damit getestet habe, weil die nämlich auch mit einer 2080 Ti nicht gut laufen, da habe ich überhaupt gar keine Probleme. Ich kann alles auf Hoch stellen, obwohl das Spiel super schlecht optimiert ist, mach die Motion Reprojection an und spiele mit 90 FPS quasi simulierten. Also, das müsst ihr ausprobieren, wenn ihr die G2 habt. Denn durch die hohe Auflösung habt ihr natürlich eine hohe Belastung. Ich kann nicht sagen, dass die G2 als Nachteil hat Performance. Nee, was ist das denn? Die G2 sieht super aus. Da kann ich doch nicht sagen, der Nachteil ist die Performance. Ja, wie? Was ist denn beim Rennwagen dann der Nachteil? Der Spritverbrauch, ja, aber das ist doch einfach so. Dafür habe ich doch dann das, was ich mir gekauft habe, ja. Kann ich also nicht mit übereinstimmen mit dieser Aussage. Ja, und hier kann man sich noch so einen Indikator eben anmachen. Man kann das nämlich auch auf automatisch stellen, dass die Motion Reprojection dann automatisch einspringt, wenn das Spiel unter 45 FPS kommt, also vielleicht nur mal kurzzeitig. Das funktioniert richtig gut. Man kann das je App steuern, das ist super. Ja, so, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Aber ansonsten Half-Life Alyx ist das am best performancesten, wie sagt man, das Spiel, was am besten performt, so. So, Saturn mag das Licht dimmen, wenn das Controller-Tracking zu hell ist. Ich glaube nicht, dass wir die da so schnell sehen beim Saturn. Vor allem nicht wegen Corona. So, Tasmania, morgen deine Quest 2. Ja, okay. Ja, kann ich verstehen. Du willst auch Spaß haben. Du ist alles super mit der Quest 2. Also die Quest 2, die Auflösung ist top. Und auch Oculus Link Version 23 sieht super aus. Wenn du dann aber die G2 aufsetzt, denkst du nochmal, was? So weit kann ich gucken? Weil da keine Kompression ist. Du wirst mit diesem Preis, hast du die beste Brille, die es gibt. Für den Preis. Super. Du wirst du Spaß haben. Genau, Community-Bereich auch erst ab 1000. Ja, Utrol. Dirt Rally mit der 1080 mit Motion Reprojection wird auf jeden Fall funktionieren. Das ist richtig gut. Ja, Wilhelm Kramer, man merkt das eben, wenn man entweder hier wenn man das nicht weiß oder nicht merkt, kann man das sich durch den Indikator hier anzeigen lassen. Aber wenn in einem Spiel Artefakte auftreten an Stellen, wo viel Bewegung gerade ist, merkt man das auch. Ne? Da muss man immer das im Hinterkopf haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das standardmäßig an oder aus? Bin mir nicht sicher. Dann muss man im Hinterkopf haben, dass das diese Ursache sein kann und dass man dann auch was dagegen tun kann. Und das ist halt wieder PC-VR, viel Einstellung möglich, weniger wie bei der Quest, wo man einfach loszockt. Zumindest Standalone. Nee, es ist irre. Es ist nicht, es ruckelt nicht. Du siehst, wenn du dir FPS-Anzeige anmachst, auf einmal, dass du statt, ich sag mal 60 FPS, was ich auch als ruckeln empfinde, steht dann da 45. Oder von mir aus hast du auch nur 48. Dann steht da 45, nachdem du es angemacht hast. Und auf einmal ist es so, als ob du mit 90 spielst. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ist aber so. Wollte ich auch ein Video mal zu machen. Habe ich schon Sachen aufgenommen dafür, wo ich genau diese Seite auch aufmache und so und darüber rede. Aber ich habe dann keinen Weg gefunden, wie ich euch das so wirklich zeigen kann. Ich habe versucht, durch die Linse zu filmen, aber das ist alleine schwierig. Ich muss ja das Spiel steuern und gleichzeitig die Kamera halten und die Kamera, das Headset
Ach, das ist alles immer dann nicht so leicht. Und für ein Video, was man hochlädt, muss ja immer alles, ich sag mal, perfekt sein. Also in einem Livestream geht mal was schief, aber in einem Video muss das sehr rund sein. Ähm, Du machst das in WMR gar nicht an, sondern du hast halt, wenn du SteamVR das erste Mal startest, sagt er dir, du musst dieses Windows Mixed Reality für SteamVR installieren. Klickst du drauf, dann ist das installiert. Dann hast du eben diesen Punkt hier in dem Menü, das WMR-Zeichen, und dann kannst du hier reingucken. Und wenn du hier steht SteamVR per App-Setting war da eine Option, dann kannst du es pro Spiel in den Einstellungen von SteamVR einstellen. Wenn du sagst Auto, dann guckt er selber, ob das Spiel gut läuft oder nicht. Motion Vector bedeutet, ist immer an und Disabled ist immer aus. Also die Einstellungen hier sind, ist die Ebene 1. Was da ist, gilt. Danach kommt das, was du in SteamVR pro Spiel einstellen kannst. Wenn da zum Beispiel immer an eingestellt ist und da in WMR ist aus eingestellt, dann ist es aus, weil WMR macht die Motion Reprojection und nicht SteamVR, wie zum Beispiel bei der Index, weil es ja eine SteamVR-Brille ist. Nein, das ist kein reines WMR-Feature, zwar so, wie ich euch das hier zeige, aber das hat Oculus genauso, nur das hat einen anderen Namen, pro Spiel unterstützt sein. Also ich meine jetzt die Oculus-Spiele im Store und SteamVR selber hat das auch. Für die Index beispielsweise oder die HTC Vive. Also mit WMR zumindest geht das mit jedem Spiel. Ich muss sagen, bei der G2 habe ich es jetzt das erste Mal ausprobiert. Mit der Quest habe ich es noch nicht geschafft. Ja, ich habe die neuesten Nvidia-Treiber, weil ich eben dieses Nvidia Broadcast hier brauche auf dieser meiner Haupt-Windows-Installation und ich das für Cyberpunk, habe ich mir natürlich auch gekauft, installiert habe. Da kam ja direkt ein Treiber gestern oder vorgestern. Und ich habe jetzt den 4.6 irgendwas Treiber drauf, ja. Und eigentlich keine Probleme. Und du hast recht, ich hatte Frame Drops, jetzt aber irgendwie nicht mehr. Das ist alles manchmal nicht so nachvollziehbar, ne? Ich weiß nicht, ob die es offiziell mit der 4.6 irgendwas Version jetzt behoben haben. Ja. Aber ich müsste jetzt nochmal einen 1:1 Test machen mit dem 4.4 irgendwas Treiber auf der anderen Windows-Installation von den, die ich auch am Montag verwendet habe. Habe ich aber noch nicht gemacht. Nein, Luca hat seine G2 leider noch nicht bekommen. Der hat die erst Ende Oktober bestellt und das auch bei Alternate. Und Alternate ist kein offizieller Vorbestellerpartner. Das heißt, Alternate wird genauso wie Saturn und Mediamarkt die Brille zum Schluss bekommen. Also rechne ich auch da erst mit Februar, wenn ich sogar ehrlich bin. Und er leider auch. Ja, das ist wirklich gut. Nicht immer, wie gesagt, aber ich habe es jetzt zumindest in mehr Spielen gut empfunden als andersrum. Ja, ich hoffe, dass das im Flight Sim dann gut funktioniert, weil es in Star Wars ja nicht so gut ist, aber man denkt ja dann, dass es bei Microsoft, weil es ja dann von WMR Microsoft ist, dann gut läuft, ja. Kommt das nicht am 23. UCI Flight Sim? Bin ich auch gespannt. Läuft ja flat, ist es schon sehr, ja, wie soll ich sagen, Performance hungrig. Bin ich mal gespannt, wie es in VR dann läuft. Ach, vorverlegt, okay. Ja, schön. Ja, gibt's da schon Tests so, Wilhelm, dass es gut läuft? Bin ich mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall natürlich immer ein Problem, das merke ich auch, wenn ich streame über den Rechner, da ist dann, ja, ist es halt schwieriger mit der Performance, ne? Sobald der Stream aus ist, läuft das nochmal viel runder. Durch die Blume, okay. Ja, hoffe ich auch, UCI, dass die Steuerung gut ist. Ja, ich denke mal da aber mal mit dem Discord
da denke ich mal drüber nach. Dann mache ich da mal ein kurzes Video einfach, dass nur die Abonnenten davon Bescheid wissen. Das muss ja dann, das interessiert ja vielleicht nicht jeden. Ich poste ja immer die Videos auch auf Reddit und so, damit die davon eben erfahren, aber als Discord ja dann nur für euch. Okay, ich glaube, ich würde langsam zum Ende kommen. Habt ihr noch andere Fragen? Außer leider, wann eure Brille kommt. Vor einer Woche ging es mir genauso. Der Hype ist real, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat ja eigentlich soweit ganz gut geklappt alles, ne? Spiele waren auch alle super. Klar, irgendwann ist auch alles mal abgehandelt, ne? Ihr wollt einfach eure G2 haben und dann ist gut. Ja, gerne, JS. Gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Mit dem Stream. Nein, DJ Yoshimo. Keine Tracking-Probleme mit der Brille selbst. Hast du die G2? Du hast Probleme? Es ruckelt. Ist das denn dann das Tracking oder was ist das? Wie läuft denn deine Performance, FPS und so? Du kannst mich ja mal im Discord adden, das könnt ihr alle gerne machen. Ich guck mal hier meine Nummer. Ich schreibe mal das hier rein. Discord. Ja, UCI, das stimmt. Steam auf manuell stellen und dann auf 100. 3090 sollte reichen. Also mit dem Tracking, mit dem Headset-Tracking gibt es keine Probleme. Da muss irgendeine Einstellung falsch sein. Vielleicht hast du ja genau die Motion Reprojection dauerhaft vielleicht an. Guck mal da in das WMR-Menü rein. Vielleicht liegt es auch an den Treibern. Also ganz viele Variablen. Können wir gerne durchsprechen. Schreib mich mal an. Kann ich dir gerne helfen. Jo. Hat denn von euch jemand das VR-Cover bestellt eigentlich? Würde mich mal interessieren. Gut, dann würde ich jetzt präventiv, ja, okay. Dann würde ich jetzt den Stream beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mich ruhig auf dem Discord an. Ich überlege mir das mal, ob ich einen Server da aufmache. Okay, Akro, du hast dir das Mod gedruckt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat sehr Spaß gemacht. Lasst bitte ein Like da und gerne ein Abo. Teilt das Video bitte mit euren Freunden. Ist einfach noch wieder eine unabhängige Meinung dazu. Viele Meinungen ergeben euer Gesamtbild zu den Themen. Und schreibt mir, was ihr sehen wollt, unter die Videos in die Kommentare. Wir gucken uns das dann an. Danke, schönen Abend. Ciao.